Hallihallo, hallöle. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ein herzliches Hallo, hallo Sanwana, hallo Mugels. Ich grüße euch. Irgendwas ist komisch, warum gucke ich so weit nach unten? Ah, Leute. Nura, hey, hallo. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Oder reinschaut. Ah, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Hier ist so großartiges Wetter. Und der Onkel Kalle. Ho, 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 hallo. Ich muss schon ein bisschen runterfahren. Wie geht's euch? Wie geht's euch, Leute, an diesem herrlichen Tag? Happy Murdo Day euch allen. Arroganzpegel 9000. Ah, ich habe heute hier total den Update-Tag. Ich habe den Rechner vor einer Stunde halt hochgefahren, so ein paar Kleinigkeiten erledigt. Und jetzt so 20 Minuten vor Beginn des Streams sagt mein Mikro, ey, ich habe eine neue Software. Meine Maus sagt, ich habe eine neue Software. Mein Game Capture Programm für die PlayStation sagt, hey, ich habe übrigens auch eine neue Software. Brauchst du alles. Und ich dachte so, oh mein Gott, hoffentlich klappt gleich alles, kann nicht wahr sein. Jeder Stream bisher hat irgendwie technische Differenzen und heute gibt es sich alles, dass die sich heute auch nochmal wiederholen. Ich hoffe, das läuft alles. Es hat auch niemand den 2-sekündigen Borderlands-Stream gesehen, den ich aus Versehen gestartet habe. Niemand! Wie geht's euch, Leute? Große Pläne für den Feiertag morgen. Kleinigkeit noch einstellen. So. Was zur Hölle? Wo bist denn du? Hui! Jugels! Oh mein Gott! 10 Gift-Subs! Ich raste aus! Das ist schon zu Beginn. Vielen herzlichen Dank. Jugels! Vielen Dank. Mega. Danke. Wo ist mein Herz? Genau, das wollte ich gerade machen. Danke. Oh, großartig. Vielen herzlichen Dank. Das startet ja hier. Ist ja eigentlich gar keine Musik oder höre nur ich die nicht? Na, die höre nur ich nicht. Okay. Mir tut mein Tag ja immer besser hier. Dankeschön. Ja. Das geht gar nicht. Ich habe einen Cooldown auf das Herz. Das wusste ich gar nicht. Vielen herzlichen Dank. Ja. Hellblade. Mega gutes Spiel. Ich habe richtig Bock drauf. Waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ich switch einfach mal rüber. So. Ihr könnt es auf jeden Fall schon mal sehen, das Spiel. Das ist sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt es auch einigermaßen hören. Wahrscheinlich nicht. Ich habe den Ton noch nicht an. Nee, doch, ich habe den Ton schon an. Ihr könnt es schon die ganze Zeit hören. Holy. Okay. Es empfiehlt sich, Kopfhörer aufzuhaben bei dem Spiel. Naja, dann ist heute der beste Tag, um mir das Emoji freizuschalten. Welches Emoji hättest du denn gern? Oh. Wupp. Oh, 1000 Bits. Vielen Dank. Ist den Pinguin erstmal unter Fischen ertränkt. Mega Sache. Vielen Dank. Das Emoji wolltest du also haben. Ton ist da. Einwandfrei. Super. Das freut mich. Yay! Penguin Army is marching on. Genau das. Das finde ich ist auch irgendwie so das beste Emote einfach, was ich habe. Ich finde das mega cool. Danke. Ich danke dir. Ja, super. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Leute, ihr macht mich fertig. Wir haben es bis nach Helheim geschafft. Beim letzten Mal sind aber ich glaube, das war sogar Hel, die Todesgöttin, die hat uns da runtergeboxt von der Brücke. Und da waren wir sehr mitgenommen. Und
niedergeschlagen, haben aber dann die Geschichte von Sigurd gehört, mit seinem mächtigen Schwert, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, weil es so unaussprechlich ist. Und wollen dieses Schwert erringen, um unserer Aufgabe doch noch irgendwie abschließen zu können. Und da vor dieser Prüfung oder vor diesen Prüfungen stehen wir nun. Es ist mega intensiv, es hat so einen richtig geilen 3D-Sound, also wenn ihr könnt, setzt euch Kopfhörer auf, das lohnt sich echt. Ich werde jetzt auch die ganzen Interaktionen, so leid es mir auch tut, deaktivieren für den restlichen Stream. Einfach weil die Atmosphäre von dem Game dermaßen genial ist. Ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass das Spiel darunter leidet. Klingt so ein bisschen blöd. Aber ihr wisst, was ich meine. Und damit wir gleich ein sehr geniales Erlebnis haben. Du hast Kalle und mich im Stream, also die Namen. Ach Gott. Stimmt. Oh. Seht ihr mal, wie gern ich euch hab. Weg. Und weg. Nee, das war das Falsche. Da. Da, weg. So. Stimmt. Das ist noch von Borderlands übrig gewesen. Dankeschön für den Hinweis. Da hätte ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Okay, ich würde sagen, ich soll nicht lügen. Ja gut, dann sage ich einfach, die Putzfrau hat nicht richtig hingeguckt beim Saubermachen. So. Ich würde sagen, wir springen dann mal rein. Ich hoffe, ich habe jetzt auf Fortsetzen gedrückt, oder? Habe ich auf Fortsetzen gedrückt? Bitte sagt mir, dass ich auf Fortsetzen gedrückt habe. Nicht auf neues Spiel. Ah! Gerade gar nicht so richtig hingeguckt. Ah, ich habe auf Fortsetzen gedrückt. Einwandfrei. Da sind wir. Ich muss mich kurz orientieren, wo wir überhaupt sind. Und wo ich gerade eigentlich hin muss. Also wir mussten zu diesem Berg, oder? Das finden wir schon raus. Bin ich nochmal gerannt? So bin ich gerannt. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich die erste Prüfung schon angenommen hatte. Oder ich jetzt noch vor der Wahl war. Aber wir folgen einfach mal diesem Pfad. Lassen uns überraschen. Ich hoffe, es ist alles gut zu hören. Die Toneinstellung wegen dem letzten Stream wieder total verbaut. Da ist bestimmt sehr dunkel drin. Bis jetzt scheint der Ton okay zu sein. Alles klar. Falls es irgendwie zu laut oder zu leise ist. Ich hatte einen großartigen Tag. Habe ich das noch gar nicht erzählt? Nee. Ich hatte einen großartigen Tag. Ich habe einen Haufen Krempel geschenkt bekommen, der so wie soll ich das sagen? Ich habe mir so einen kleinen Beauty-Tag gemacht. Hey, Ugly Straff, ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank. In unserer Hand ist sie auf einmal viel heller. Das werde ich kurz noch ausführen, weil ich das da drinnen nicht verlabern mag. Ich hab einen ziemlich genial, ich habe richtig lange ausgeschlafen, das war großartig. Gut gefrühstückt, habe einen entspannenden Start in den Tag gemacht. Das Wetter war so großartig. Ich habe einen riesig mega langen Spaziergang gemacht hier durch den Park und wir haben so einen Gedenkfriedhof hier. Das war sehr großartig. Auf dem Rückweg bin ich dann beim Bäcker vorbei und habe mir ein riesiges Stück Rhabarberkuchen gegönnt. Den liebe ich ja. Und zum Mittag gab es eine legendär widerlich fettige Hotdog-Pizza, auf die hatte ich auch so richtig Bock. Ja, ein paar Leute angerufen, haben wir schön gequatscht und so. Und jetzt lassen wir den Tag hier mit diesem genialen Spiel ausklingen. Also ich bin mit dem Tag doch sehr zufrieden, ja. Who's there? Ich sehe kaum was.
Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Dillian? Klingt so, als wenn es ihm nicht gerade so gut geht. Dillian, there he is. Finally, you found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? How did you let him go? You let him. Just wait there. I'll find you. How could you? Find him. You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Find him. Die mobben mich alle. Sounddesign ist so superior. Ich finde das auch großartig. I'll find him. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen seiner Stimme folgen. What's that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you Where is hear he? him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Have you lost him? You're going the wrong way. Are you Senua, lost? you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Tyrving, das ist aber nicht das Schwert, nach dem wir gerade suchen. Das hieß irgendwie anders. Kann ich hier die Fackeln anzünden? Ah, ja. Sehr gut. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Oh, könnt ihr euch mal einig werden? I can hear him. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Nicht. The voice is getting louder. Listen. Dillian. Listen, listen, listen. It's him. Listen, listen, listen. Listen. It's getting louder. There he is. You're getting closer. Keep going. Senua, follow the voice. You're nearly there. Dillian's voice. It's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. Oh, das ist ein Labyrinth hier. It's not him. It's not him. We told you. We told you it was a trick.
Kann ich nicht entzünden? That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. It's not Dillian. That doesn't sound like Dillian. It sounds like something more dangerous. That voice. It's not Dillian. Oh mein Gott. Dillian wants me to face my fears. Okay. Father, Oh. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief had son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! It's done. You did it, but there's more. Going. Right. There's more. You're tired, but you have to keep going. There's still more. There's always more to do. It's not going to be easy. You're getting tired. Okay. Can you do another one? It's too much. Daddy war also auch schon nicht sonderlich freundlich zu uns. Ach, wir sind wieder hier. Ich entsinne mich, wir sind jetzt wieder hier an der Stelle. Wir haben quasi die erste Prüfung überstanden. Und begeben uns jetzt einfach hier im Uhrzeigersinn zur nächsten, sofern die mich da ranlassen. Bin ich hier durch? Nee. Und da sind wir gekommen. Also ursprünglich. Hier wollen wir halt rein. Da ist das Schwert im Baum. Aber dazu müssen wir erst einmal alles andere absolvieren.
komme ich da denn hin? Oder muss ich jetzt hier nochmal rein? Okay, reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Wie komme ich denn da drüben hin, Herrgott? Hier unten einmal komplett rumlaufen? Den hatten wir, glaube ich, schon. Den hatten wir schon. Sonst wäre er rot. Alright. Schauen wir mal, was hier hinter uns wartet. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. It feels wrong. It feels strange. Feels creepy. Where is it? Where are we? Turn back. This is wrong. This has to be wrong. This place stinks. There he is. There he is. The light. Go towards it. He's in the house. Find... He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Keep going. How do you find it? It's just a trial. It's just another test. You just have to solve it, and then you will find him. Then you will succeed. He's so close. Just one little test to do. You can almost reach him. You can almost... It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. To the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, Dieses Tor muss ich jetzt mal ganz genau as the angucken. bodies piled up, Ah no ja. one was laughing. And they knew that she was not like them. Endlich mal wieder dieses Rätsel. The bridge. It's broken. Fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to Ja, fix the house. You have to find Dillian. kriegen wir alles hin. Okay. Kommen wir hier durch?
The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farm hands, and then the farmer and 6 of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. Dillion will disappear soon. Find a way. It's all up to you. It's another. Nicht so weit von den Runensteinen weggehen. That's it. Dann bricht die Geschichte ab. Also euch nicht wundern, wenn ich an den Dingern stehen bleibe. So, jetzt ist das Tor offen. Gehe ich hier rein? Ist das... Ah. Treppe dahinter. Die verschwindet mit, die wir jetzt haben. Sieht noch nicht so hundertprozentig vollständig aus. Irgendwas fehlt noch. Vielleicht noch mal durch das Tor hier durch. Schwer zu sagen. Wir gucken einfach mal. Was? Decision Making. 2 oder mehr Stimmen haben es gesagt, also mache ich das. Ja, hoch. Jetzt los. Willst du da nicht hoch? Ja, so würde ich das wahrscheinlich auch machen an ihrer Stelle. Erstmal eine Abstimmung. Lostreten. Ne, das hat nichts geändert. Also nichts, was auf uns jetzt hier groß Einfluss hat. Außer, dass wir halt eingeschlossen sind. Also zumindest sehe ich nichts. Schauen wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Mehr ist hier halt nicht. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Also es geht darum, diese Brücke zusammenzusetzen. Damit wir dann von dort darüber kommen. Von dort bin ich ursprünglich gekommen. Und schauen wir uns nochmal hier drin ein bisschen um. Ja. Irgendwas fehlt mir noch. Irgendwo was übersehen? Nicht runter. Ich hatte so ein bisschen gehofft, nach dem Reich des Illusionsgottes kommen diese Rätsel nicht nochmal.
lag ich leider falsch. Bisher bringt mir halt der Turm da oben noch nichts. Moment mal. Muss ich sie vielleicht einfach fokussieren, richtig, um sie zu reparieren? Ach, ich bin ja blöd. Bleibst du jetzt so? Nee. Krieg das hin, dass das so bleibt? Jetzt. Ich dachte halt, ich brauche noch ein Tor. Aber wir brauchen keine Tore. So. Okay, ich brauche doch noch mal dieses eine Tor. Einmal. Ich will hier mehr raus. Ja, es ist eklig. Senua! Come to me! Where are you? I'm here! I'm right here! Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus. Focus on the runes. What's the focus? Dillian! They're coming for me! Go to him. Go to him. He's trying to save it. There it is. It's close. It's close. Move away. Oh, Solo. What? Sag jetzt nicht, Runenrätsel auf Zeit lösen. Das wär heftig. Don't let it see it. It is. Go towards it. Run. There it is. It's close. Two more. Where are they? Where's Dillian? Where are you? Don't let it see you. Don't get lost. Don't let it see you. Come on. You'll start to burn. Run! Run now! It's not safe here. Run! Senua! You don't run. Your sword. You can't be Where's your sword? Defend yourself. It's that creature. You can't defend yourself. It's Dillian. It's Dillian. Where are we? It's not safe. I feel unsafe. Where is it? I'm not safe. You're dying. You're Mit. lost. You're dying. This is what death feels like. One more to find. One more. One more. Find the answer. We're lost. Right. Go towards it. Focus. 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 Look. Ja! Nein! Oh, wie frech. Okay.
Also das ist wie ein Gegner, der rumrennt. Das ist nicht ein Ort, den ich nicht betreten darf, sondern ich muss wirklich vor diesem Feuer weg. Lauf, Mädchen, lauf! There it is. Huh? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. Feel it. You'll die. You feel it? You're dying. Run! Run now! Run! It's safe here. Run! Senua, you don't run. Have your sword. You came through the wrong door. How are you going to find? Where's your sword? Defend yourself. What shall I do? Da wollte ich gar nicht hin, aber okay. Von mir aus. Where are we? It's safe. I feel unsafe. This is what death feels like. Schnell, 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 schnell! Oh. Ah. Where are you? Das hat jetzt geklappt. Dieser verdammten Tür zurück. Oh, diese Tür. Find you. Da war gerade das Licht. Da. Ah. Senua! Senua. What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this is nothing to do with the soul? What if we're wrong? The soul will never be lost. Ich weiß, was mit What dieser if this Finsternis auf is sich the hat. end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before. You could be fooled again. You're being tested. You don't know. It's just their game for you. You never know which way it's going to go. I want to Next tell you a test. story about a god of the Northmen called Balder, the second son of Odin. He was beautiful, good, and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die.
Da muss ich direkt an God of War denken. Uff. It's dangerous. Don't go near it. Don't go there. Don't go too close. Don't go to the Mars. You don't know what will happen if you touch it. Gods. The mask is here to Where are we? What is this? It's the same. It's another world. It's lighter. It's nicer. I like it here. Can we stay? Let's stay here. I like the way it's safe here. The bridge. It's not broken. It's fixed. What happened? The bridge is fixed. Let's cross it. Ja, let's stay here. Sehe ich genauso. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Ist Helas Vater? What? Dillian, don't forget. You can feel it. You need the runes to find. Nee, hatten wir nicht. You need Dillian. Wenn du hier siehst, 2 Runen habe ich nicht gefunden. Die sind rot geblieben. He's close. Oder die da oben. Ich weiß gerade gar nicht. He's close. Entweder da oben die eine Rune oder die beiden da unten haben gefehlt. Holding you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. We're nearly here. Man hat auch immer nicht so viele Bereiche zum Erkunden. Aber dann ist doch hier oder da mal ein Runenstein, den man übersieht. Ah, jetzt können wir hier die zweite Brücke runterlassen. Und wahrscheinlich wieder in den Regen einkehren. Wow. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. Dillian, there he is. There he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go through before he disappears. Dillian, don't lose him. Way too many times. Always let him disappear. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong world. He's not in this world. He's
He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. The dark world. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senua explored new paths into the unknown. You can't go up there. Not in this world. Not in this world. You can't. Was haben wir denn hier? Ah. Do you remember what love feels like? Aiden! Willkommen, willkommen! He cared in a way that nobody else did. Okay, hoch. Gehen wir mal hier durch. He was the only one that didn't mind the curse. He loved Wie war dein Tag bisher, mein Freund? Wir nutzen also durch die Bank weg immer einen und denselben Schädel hier. Oder Maske. Schau. Jetzt ist der Weg hier auch offen. She thought she had light within her when she was young. She is pure darkness. Ah. She should have listened to her father. Why didn't she listen to her father? She thought she could defy her father. Das stimmt da hinten. You had that loved you. You squashed it, strangled it. The curse cannot be undone. Zwei Prüfungen haben wir schon abgeschlossen. Ich weiß gerade gar nicht von wie vielen. Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. How does that make you feel? Muss ich schauen, wo wir die Rune finden. Wir haben schon ein Labyrinth hinter uns. Und eine wilde Verfolgungsjagd. Do you Dass ich die remember Rune meeting him mitnehmen kann? beneath the tree? Kann ich.
Den haben wir ja voll übersehen. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Balder's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Balder's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Den Mistelzweig hat sie nicht Do you think gefragt. she remembers him? Wer wird doch nicht an einem Mistelzweig gestorben Do you sein? remember meeting him beneath the tree? Die Bauten da draußen bieten sich so ein bisschen an für die Rune. He's the reason she's alive at all. Aber nein, es muss hier drin sein. Okay, dann gehe ich nochmal hier hoch. Da muss ich erst was anderes lösen. Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he felt? Vielleicht muss ich auch wirklich erst da hoch. Das sieht so aus wie das Fenster da halt so ein bisschen, nur halt, als wenn ich von außen reingucken müsste. Moment, vielleicht der Schatten, den das Fenster wirft. Na klar. Dillian saved you from them. Da. Senua, you've got it. Got it. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without you. So, das kriege ich erst nur in der Dark World geöffnet. Jetzt sagen 2 oder mehr Stimmen, dass du zu lahmarschig bist. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stimmen das sind. Ich glaube, das sind auch... Oh, falsche Richtung. Das sind doch nur so 2, 3. Also die Standardstimmen. Je nach Sequenz kommen ja nur mal ein paar neue dazu. Aber das sind ja eher so Gastredner. Kill the things that are most precious to you. Hä? Mach auf jetzt. Warum?
Die Rune ist doch weg. You have no chance for love now. Nobody will love you again. Ever again. You can. Ha? Ich bin irritiert. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the things she loves. She destroys the things. Ja, also ich denke, sie ist schizophren. Nicht, dass die Stimmen schizophren sind. Ich probiere jetzt nochmal die Tür in der Lichtwelt zu öffnen. Vielleicht habe ich das nicht richtig gemacht, aber eigentlich müsste ich die Tür öffnen lassen, nachdem ich die Rune gefunden habe. Die sieht halt auch so aus, als wenn sie unmotiviert ist, sich öffnen zu lassen. Was ist sehr gut möglich, dass so eine Art Krankheiten doch zu der Zeit so als Fluch angesehen wurden von der Bevölkerung. Mag sie auch nicht? Ach, jetzt doch. Uff. Eine Tür hinter einer Tür. Okay, dann wechseln wir jetzt nochmal die Welt. Ich sag mal so, wenn du dann wie schlimme Albträume oder wie Anfälle oder sowas hast, was ich damals keiner erklären konnte, in fremden Zungen sprichst oder so, ich glaube schon, dass man das dann so als Fluch oder Dunkelheit oder böses Omen gesehen hat damals. Depression, sowas wurde auch schon als Fluch gesehen. Ja, Depression ist ja auch ein Fluch, wenn du so willst. Kein Schloss dran. Ne? Kann sie die vielleicht so öffnen? Komm schon. Jetzt mit einer Kraft. There he is. Where are you taking me? He's up there. How do you get up there? There's a way. There is a way up there. Find the way. She can do it. You're nearly there. She can find the way. Erinnert so ein bisschen an Soul Reaver damals. Mit den verschiedenen Welten. Kennt ihr das noch? Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Huth is slain. You should have listened to your father when you had the chance. Why didn't you listen to him? Alle bewerfen ihn mit Waffen. Und der eine, der ihn umbringt, ist dann auf einmal der Böse, ja? Arrogantes Pack. Da war er, ganz kurz. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband,
and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Es wird immer fröhlich gestorben bei den Göttern, alter Schwede. Soul Remake, wenn? Da sind wir wieder bei Soul Reaver. Legacy of Kane. Hast du noch Legacy of Kane gespielt, Kalle? Bestimmt, ne? Years had passed since she left her father. Also den ersten. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel, the past, and Dillian, a future. Two realities tearing at her soul. He didn't believe that she was cursed. He saved you when everyone else turned their backs. Ja. Ah, falsche Seite. Wie komme ich denn da jetzt hin? Na, wir schauen mal. Do you remember what love feels like? Praktisch gleich eine Doppelbeerdigung zum Preis von einer. Das ist halt so die Masche der nordischen Götter gegenseitig absägen, während es zum Beispiel bei den griechischen nur den riesen Zwingerclub gab. Ja, so hat jede Kultur seine Eigenheit, ne? Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Oh. Except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Dieser freche Loki aber auch immer. Moment, hier komme ich durch. Obwohl das bei den nordischen Göttern ja auch irgendwie was war. Hat Loki nicht auch irgendwie in Pferdegestalt irgendjemand oder irgendetwas verführt und da den Sleipnir geboren? Kann ich hier runter? Das sieht einladend aus, aber ich glaube nicht, dass ich da hin muss. Ich komme auch nicht runter. Gut. Ja, aber niemand schlägt Zeus in sowas. Ja, ne, Zeus ist der Gottfaser auf Gottfaser, sag ich mal. Oh ja, oh ja. Passiert. Komm ich hier durch? Nee.
Das war das harmlos. Ja, Mugels, du sagst es. So ist es. Da fragt man sich auch, was haben die alle genommen, um sich so eine Geschichten einfallen zu lassen. Ne? Loki ist rumgekommen. Pferd, Schlange, Wolf, Halbzombie? Halbzombie? Ich guck mal eben, ob ich... Das Tor, ja, ich bin blöd, ne? Ich hätte hier auf der anderen Seite noch einen Balken wegnehmen können. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Sunny, what do you do, mein Freund? Die haben nichts genommen, die hatten ordentlich Orgien. Nee, ich hatte es tatsächlich mal gesehen. Diese ganzen Sachen sind ja oftmals von irgendwelchen Eremiten oder Weisen verfasst worden, die sich zur Meditation begeben haben, abgeschotten von allen äußeren Einflüssen. Das heißt, sie sind in eine Höhle gegangen. What? In eine Höhle gegangen, ohne Einfluss von außen, ohne Wasser, ohne Nahrung, so lange bis denen eine Vision kam. Ja, und sie sitzen mal ein paar Tage alleine ohne Wasser und also ohne Trinken, ohne Essen in der Höhle alleine. Da kommt dir irgendwann schon von einer abgefahrene Vision. So. Damit kommen wir auch an die zweite Rune. Sagt sich nur noch, wo die dritte ist. What if this is pointless? What are you doing? Why did you think you could make this work? The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his 2 sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down, and turned these bonds to iron, and dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Uff. Do you think she remembers him? So. So, unten könnte schon fast die dritte Rune sein. Aber hier waren keine kleinen Mini-Rünchen, die... Doch, jetzt sind sie da. Do you remember him whispering in your ear? So. What if they're all about wasting your time, just delaying minute by minute by minute? What does she think she's doing? You're not special. She thinks she can. They mean nothing. Being special. Ja. The gods are just what if the gods are laughing? Messing with her. It wouldn't be Schau, gib mir mit Kraftmädchen. Sind wir wirklich in der Welt darüber? Nee. Oh nein. Oh, warum tut ihr mir das an?
Dillian! Oh, das ist weit. Yes. Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. Slowly, darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Senua. Be very, very careful. You've come this far, don't let it slip away. It's a narrow bridge. And there's a long way to fall. Jetzt aber. Jetzt krieg ich dich. No! No! Where's he gone? It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to the... Just gone to the water. He's drowned. Senua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. If someone is afraid of the dark, should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. Das ist ja mal ein Charakter-Trait. Blind sein, aber nichts glauben, was man nicht sieht. Oh. Ja, ich glaube, ich hätte ihn nicht so anstürmen sollen. Das hätte ihn vergrault. Wir sind ja noch nicht fertig, Kalle. Vielleicht. They want your mind and they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. Dillian's disappearing with your memories. Wir sind ja hier, um Dylan zu retten. Also. Noch ist nichts verloren, solange dieser Kopf da an ihrem Hintern hängt. The Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Uff. I can't see. Who's there? Can you hear me? Dillian. I'm right here. Can't you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts.
Tell me what you feel. A breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Wie man retten definiert? Was? Du bist ja wieder frech. I can't go on. Julian? Find a way. I'm not leaving you here. Musst du dich aufmachen? Nee. Okay. Selbst das Feuer ist dunkel. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Was? Good. I've reached the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me the hardest battles are fought in the mind, not the soul. Reise. You're no coward. Prove that to me in the warrior tribe. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior. You need Do my best. I know what you're thinking. It's not really you. Seems there's no escaping the past in this place. So she's forced to relive it. To what end? There's a water. I can't go on this way. Then look for another way. Tell me what you find. Gibt es keine Runensteine? Wenn ja, habe ich sie bestimmt alle übersehen.
know what's inside. Don't be afraid. Uff. Das war tiefer als erwartet. Tilly, there's something in you. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it. One step at a time. Was du nicht sehen kannst, kann dich auch nicht sehen. It's not following me. Leave it behind and keep moving forwards. Step by step. Lösen uns auf. Haben wir das Gefühl, das ist nicht so gut. There's more of them. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. In and out. It will pass. You can do this, Senua. Oh nein! Fuck, sah das creepy aus. Oh, das wuchert immer weiter den Arm hoch. Schon fast bei der Schulter angekommen. Oh noes. It's not following me. Leave it behind and keep moving forwards. Okay, das war gerade schwierig. Vor allem, da wir ziemlich langsam sind. Ja. Aber die Viecher ja zum Glück auch. Oh. Er schläft bestimmt bloß. Und der Weg scheint frei. Oh! Ich hoffe mal, dass ich hier sicher bin am Lagerfeuer.
Das war verdammt knapp. I think I'm in a house. It stinks of death. The darkness is testing you. But you are in control. Käferviecher. Oh, natürlich. Das ist jetzt noch im Dunkeln. Uff. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Was? Oh nee, 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 nee. Oh. Delia. Help me. Er ist verschwunden. Okay, was leuchtet mir immer noch ins Gesicht? Oh. Delia. Is that you? I can see a light. Yes, I can see you too. Oh. She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. You've done it. The warrior trials. Go get the sword. You have to get the sword. With grammar reforged, you will have Odin's Grammar. blessing Genau. to walk, a goddess, into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Das war krass gerade. Mit dem nicht sehen können und nur so sein
seinen anderen Sinn trauen. Im Endeffekt als Darstellung ihrer irgendeines depressiven Anfalls oder so. Boah. So. Dann holen wir uns gleich das Schwert. Ich mache mal kurz Pause, mein Getränk auffrischen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das erinnert mich so sehr an diesen französischen Film über Demenz. Uff, französische Filme sind immer sehr uff. Kann ich mich nicht so schwer für begeistern. Aber schon Bean ab und zu mal drin vorkommen. Den mag ich sehr gerne. Aber ansonsten sind französische Filme durch die Bank weg sehr uff. Die letzte mythologische Geschichte endet damit, dass selbst die Götter den Tod akzeptieren müssen. Und nun möchte Senua Hel für das Leben ihres Geliebten herausfordern. Ja, das ist schon irgendwie ironisch, oder? Obwohl ich nicht verstehe, wenn die Götter doch sterblich sind, warum sie denn den Tod nicht von vornherein akzeptieren. Ne, ich meine, wo sie gehört haben, oh, Balder kann nicht sterben, ja krass, lass ihn mal mit spitzen Gegenständen bewerfen. Ist schon, ne? Aber ich meine, wenn du halt auch ein Gott bist und dich für unsterblich hältst, dann machst du halt doch Quatsch, ne?
So, dann holen wir uns mal das unaussprechliche Schwert hier. Gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillon? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Das ist ja nett. They're coming for you now. They're coming. They're coming. Oh Gott. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Unleash the sword. Heavy Strike war, glaube ich, der hier. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz, was ich machen soll. Oh Gott, ich muss jetzt wieder in die Kampfsteuerung rein. Focus. 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 They're winning. Finish this. Finish this. Finish him. You finished it. Ah, now I get it. Wenn ich das gedrückt halte, dann bringt es das Schwert zum Leuchten und das macht den... The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not for the sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. She doesn't know where she's trying to get to. Is there any escape? Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. Look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Schauen.
ist noch einer. Problem ist, das hier ist gedrückt halten vom harten Angriff. Das heißt, ich muss den Angriff releasen dann. Irgendwie doof. To the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her?
Get up quick! She's injured. She won't breathe. Take him down! Take him down! Jetzt muss doch jetzt sein. Ja, komm her noch. Defend yourself. Stop. She's injured. She can still do it. She's hurt. She won't make it. Behind you. Behind you. Behind you. Watch it. He can breathe. Quickly get up. It's not over. It's not over. Keep going. Will ich raus? Sterb doch. Do it. Get close. Weiß doch einer, in welche Richtung ich jetzt muss? Jetzt stirb! Oh, das geht auch. Na dann, ran jetzt! Ran an den Feind! Komm schon, Mädchen! Oh. It's nearly over. Finish it. Oh. Ui. Ist anstrengend. Aber Junge, ist das ein geiles Kampfsystem. Oh.
Erstmal einen Schluck trinken. Man kann die Wurfäxte auch parieren. Junge. Hätte ich das noch nur früher probiert. Why do you still fight on? You too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all which you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Wohin jetzt? Ist hier das Ende? Da. You're both dead. You both surrender to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and Senua. You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Yes. Mother and daughter dead in the sea of corpses. The voices took her, Hilton. You too. The voices have taken her. The voices will take It's the end. darkness will take you. The end for you. It will take you to your mother. Mami? I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you.
You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Symbol was right. Everyone will suffer. Symbol is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Im Arm, das ist eine gute Frage. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Der Arm. Oh Gott, das war am Anfang des Spiels. Also wir sind mit dem Arm nicht so gestartet. Und oh, jetzt hat sich aber schon echt ausgebreitet. Das sieht so fies aus. Das ist eine Seuche oder die Finsternis, irgendwas in der Richtung. Und jedes Mal, wenn wir hier sterben in dieser Welt, dann breitet sich das ein bisschen weiter aus. Und wenn es unseren Kopf erreicht, wo die Seele sitzt, dann endet unsere Reise. Das wurde uns so mitgeteilt. Muss ich kurz gucken. Da haben wir das Schwert her. Wir machen uns jetzt also erneut auf, die Göttin des Todes herauszufordern, wie es scheint. Ja, und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir sterben, breitet sich diese Finsternis am Arm weiter aus. Aber das ist auch alles, was uns gesagt wurde dazu. Wieder da. Wir sind wieder da. Den Weg sind wir schon gekommen. Also schon mal gegangen. Wo wir von der Brücke geworfen wurden, sind wir diesen Weg gegangen, sind Dillion gefolgt zu dem Schwert. She's safe now. You're
always safe with us. She has us. You've done so well, Senua. Come so far. Listen, Senua. Listen. You've done so well. Listen to us. We don't hear. Listen, Senua. We're here. We'll help you. We're here to help you. We'll help you go even further than you've been before. You don't have to do this alone. Doch die Prüfung gerade ziemlich heftig, wo die Stimmen nicht da waren. Und auch ihre Verzweiflung und Einsamkeit gemerkt, als es so still um sie herum war, dass nicht einmal die Stimmen da waren. Wie geht man mit sowas um, ne? Genießt man die Stille? Ah, da hinten geht's hoch. Oder dreht man durch, weil man sich auf einmal so einsam vorkommt? There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. Da hinten sind wir ganz am Anfang gekommen. In dem, ich sag jetzt mal Gebäude. Und an dieser Tür stand bis jetzt ein unüberwindbares Hindernis. Schluck trinken. Doch diesmal werden wir es überwinden. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Wieder. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. It can see you. Mal kurz auf der anderen Seite. Ich will nämlich gerne alle Runensteine mitnehmen. Hier geht's nicht lang. It can see you. Moment, hier geht's. Dann geht's so ein bisschen lang.
is it? She can feel it. No. Don't open the door. No, go in. Don't. Turn back. What's in there? A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How will you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it! The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Doch sofort da. Die Richtung ist besser. Don't be fooled. The beast is still here. No. It's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, And they want me with them. stop. That's why they crawl through the walls. Don't listen Do you to them. see them? Do you see their faces? He's coming. Senua, help me. Help, get me out of here. Don't go. Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father. Bell. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? The beast has been here. Everywhere. There's water. She has to keep going. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. The torch will go out. Don't let the torch go out. She has to keep going. Do it. She can't do it. The light's gone out. Run! Run! Get through it as quick as you can. The panic is here. What's that? From your mind. Hättest du aber auch cleverer lösen können, Mädchen. Run! Run and get to Stay there. You have to rest here. She's stuck. She hasn't found the runes. Get to the next light. Let's go quick. Run! 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 Don't like this. She has to go towards it. She'll have to go through the dark. Ah, sehr gut. She will. She has to make it.
Besser. Noch ist es nicht so weit. Da, das Spiegelbild. Aber noch kann ich das nicht machen. Jetzt. Rain the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir. Ich mal erwähnt, dass mein Großvater auch Sigurd heißt. So, was macht mich das jetzt? Ja. Wird erstmal geöffnet. Ja, solange du nicht in den nordischen Sagen mitspielst, ist es, glaube ich, alles ganz gut. Dann bin ich ja beruhigt. Hey, Gis, grüß dich. Jetzt keine Items werfen? Nee, heute nicht. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Wenn wir Hellblade spielen, gibt es keine Interaktionen, um die Atmosphäre des Spiels nicht zu stören. Beim nächsten Mal wieder.
So, wir haben eine von 3 Runen. Uff. Genau. Wie der Dan sagt. Welche Dinger hier anzünden? Sehr gut. Ne, da sind Ketten dran. Das geht nicht. Hier sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Das sind die beiden Brücken. Ja, die beiden Türen hintereinander. Da sind wir gekommen. Anzünden, Mädchen. Gib Feuer. Sehr gut. Solange wir die Fackel haben, werden wir die auch nutzen. Und da unten wird es, glaube ich, wieder feucht. Hallo, grüß dich. Ich hatte einen traumhaften Tag. Ich hoffe, du auch. Was? Oh, no, 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 no. Diesmal nicht, Freundchen. Der mir die Fackel geklaut? Hat das geklappt. Dass die immer direkt vor mir starten müssen. Spawnen müssen. Wo ist meine Fackel hin? Da. Ah. Ich bin ja wieder in den Hofdienst. Warhammer 40k Meteorlurk. Schande. Ich hoffe trotzdem, dass du dir den Abend so angenehm wie möglich gestalten kannst. Und vielen Dank für deinen Lurk und noch viel Spaß. Da ist eine Rune auf dem Boden, aber ich werde nicht darauf hingewiesen. Das ist ja frech. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark coming through the walls. She wants
everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Sinbad, could see the monster in her. Irgendwie die letzte Rune. Mal ein bisschen rennen. Waren wir ja schon. Sind wir hier schon? Scheinbar der Rückweg. Irgendwo gibt's noch was. Die waren wir vorhin schon. Zünd das mal an, Mädchen. Irgendwo habe ich was übersehen. Das haben wir abgeschlossen. Ja, rechts komme ich nicht runter. Aber da unten brennt Licht, da war ich also auch schon. Hier kommt man nicht durch. Hier haben wir gerade gekämpft, glaube ich. Hier ist wieder der Hauptweg. Moment. Feuerkörbchen, das nehmen wir natürlich mit. Sehr gut möglich, dass die letzte Runde hier ganz am Anfang ist. Aber sowas von nein. Oh. Möchte sie nicht anzünden? Leider nicht. Kein Zwang. No pressure. Da haben wir gerade gekämpft. Ich gehe da trotzdem noch mal gucken. Ah. Okay. Ah. Meiner Meinung nach muss hier hinten irgendwo was sein. Hier ist diese Tür.
Die ist sicherlich von der anderen Seite mit einem Balken verriegelt. Ja, den Balken sehe ich da. Ich denke, das ist der Rückweg. Aber wie dorthin kommen? Ist ja schon Ende. Ah. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Jemand einen Tipp für mich? Hier sind die Brunnen. Hier waren wir schon. Hier sind wir zurückgekommen. Ne, hier sind wir zurückgekommen. Ah, wo hier? Genau, hier sogar noch der Runenstein war. Gehen wir da hoch? Nee. Ist unten noch einen weiteren Weg gibt? Den hatten wir schon. Nee. Das hatten wir auch über das Spiegelbild. Die führen ja beide zum selben Ort. Der andere Weg, wo es runter geht, führt ja auch nur hier hin. Nur auf die andere Seite des Gitters. Wo ich gerade war. Bin ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass es zwei Wege gibt, also dass unten zwei Sachen sind. Aber ich wüsste sonst halt auch gerade nicht, wo lang noch. Ja, der Brunnen führt halt auch nur. Gucken, wie weit ich den gehen kann. Da sind wir durch, genau. Nee, da gibt es keinen zweiten Weg. Jetzt geht die aber noch mal hoch. Her torch is going out. No, it's not. It's going to run out soon. She hasn't got much time. It's going to burn out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. It's going to stay light safely down. Ah. Sehr schön. There it is. You have all the rooms. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. Ja, jetzt sind wir genau hier. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods.
But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? So. It's open. We have to go through. She'll get her mother out. Our mother doesn't exist. Where is he? It's just another trick. It's a trap. The beast is coming. Stupid human being. Run away from the beast! For nothing! What have you done? No! Nein! You've lost it! It's over! You've lost him out. Get to the light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father's Limbo while you pined for Dillian. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Dillian. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillian. Uff. So much oof. Müssen wieder runterkommen. Ist das mal ein guter Anfang? The beast is down there. No. She knows the beast is down there. She keep going towards. He's always watching you. The beast is there. You're never safe from him. You can feel him. She lost it and she has to find it. I can feel it. Jetzt lass mich doch mal nachdenken. Leave the torch alight. When you see Wie komme ich denn da runter? So richtig runterklettern will sie nicht.
Vielleicht muss ich aber den Gang da hinten ein bisschen lang. Der direkte Weg ist offensichtlich nicht der richtige. Das komm Mädchen, gib mal ein bisschen Stoff. Okay. Oh. Au. Yes, nobody cares. Get up, quick! It's not over. Ja, mir jetzt stirbt doch. Get up, quick! The mirror. The mirror. Focus. It's the Take him down. Noch eine. The mirror. Jetzt. Fuck, ist schon wieder weg. Das Kampfsystem ist echt so mega toll. Aber dass die denn, wenn du einen Gegner umhaust, direkt vor dir der nächste spawnt, der dir schon eine gibt, bevor du ihn überhaupt richtig siehst, das ist ein bisschen frech. Aber man übersteht's ja. Schön. Eines Feuerchen. Ist doch schon wieder die Rune, ne? Und der Schatten von dem Ding auf der anderen Seite.
oder das Zeichen an sich? Sehr gut. Die Kämpfe sind so mega klasse. Oh, das ist doch Licht, das ist doch eine Fackel. Yeah. Das war knapp. Oh, das ist bis zur Schulter rangewuchert. Sie dreht sich vom Wasser weg. Vielleicht muss ich erst noch was anderes machen. Es gab, glaube ich, noch andere Wege. Oh, schon bist du oh Gott, wie das aussieht. Ist viel runtergekommen, ne? Ja, hier gibt's nur den einen Weg. Naja, das war der Weg, von dem wir runtergekommen sind. Dann war das wirklich... Dann war ich einfach zu langsam. Oh je. Also das Ganze nochmal in schnell. Lauf, Mädchen! Oh. Doing his best. She never, ever listened. Didn't she listen to him? Trying to help her. He was trying to save her from the darkness. Zinbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. She never choose. And now because of her. It's all her fault. All her fault. So weak. She should have known. She should have. Why doesn't she learn? Will she learn? She doesn't understand. now the darkness has Dillian's. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless evil. Although Sigurd kills the dragon, Rayan wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rayan also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. The darkness will take her like it took her mother. Okay. The beast knows. The beast knows exactly where she is. She's falling for it. She falls for their tricks every time. Plays into his hands. The darkness is coming. Where's it? She was never here. Okay, wenn du da runter gehst, Mädchen, kommst du nicht wieder hoch. Da ist aber ein Seil mit Haken. Memories again.
Wirst du so clever sein? Nein. She was never here. It was all an illusion. Why did you fall for it? She never learns. Beast. The lights run out. She'll die. She can't. She'll die. She has to. She can't. Ich erst mal da hinten noch mal gucken. The darkness is on. And she'll die. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rain wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rain before Rain kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rain, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Hinderfell. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? What's she thinking? How's she going to get there? Okay, ich muss wohl durchs Wasser. Da ist ja Tirone schon. Oh. Irgendwie durch das Licht. Aber sie ist nicht vollständig. She can do it. It's light on the other side. She can go through it. She can go through it. Uff. There's light on the other side. Faster, faster, keep going, keep going. Stop! You can't get through from you have to do it. Get up! Get up! What are you doing? Das ist ja krass. Ich dachte halt schon, oh Gott, ich muss zum richtigen Zeitpunkt den Knopf drücken, damit sie die Brücke entriegelt. Springt sie einfach gegen und scheißt auf die Entriegelung. Seht ihr da diese Öse? Normalerweise sind die Brücken da verriegelt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Stop! Stop! Keep going. Don't let him know he's following you. So, da haben wir unsere Rune. She can't help but think of him. A
tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished, stuck her with a sleek thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Wenn er das so gerade sagt, habe ich gerade so ein bisschen Sorge, dass es verschiedene Enden gibt, je nachdem wie viele Runen man unterwegs gefunden hat. Na, mal gucken. Ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr. Ach wirklich, Mädchen? Du hast den Kopf in den tiefsten Ort überhaupt in ganz Helheim fallen lassen. Eure Griffin von mir. No touchy. Weg, 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 weg. Mann. Oh, no. Nee, ich will da keine Frage. Ich habe nur laut gedacht. Das Vieh ist viel zu groß, das passt hier gar nicht rein. What? Was hätte ich jetzt anders machen sollen? What? Ich konnte ja nur geradeaus. Hä? War da irgendwo Licht, wo ich hätte hinkriechen können? Mädchen, du kriechst gegen die Wand. Nicht schneller kriechen irgendwie? Was soll ich jetzt machen? Da ist halt Licht. Ah, ich kann aufstehen. Ah, okay. Uff. I can smell your blood. You betrayed your God. I am leaving with him. You turned your back on me. That is why Dillian will rot in hell. Come into my shadow. Really?
Erinner dich an dein Training. Hast du nicht den Kurs für die wirklich riesige Monster gehabt? Oh, wie fies. Damit. Steh auf, steh auf. Boah. Tamed, vor allen Dingen. Tamed hat mir gerade gefallen. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his
rituals kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness, or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shut up. Listen. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. United. And doomed you to your foes' trap. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. To trust him. As deep as we can go. Okay, ja, mach ich. She has to trust him. You will not survive what is in there. I know. What else can she do? She doesn't want to tell. She has nothing. She has nothing. She's come so far. She wants to go. This. Da war wieder einer dieser Momente. To save Delian's soul, she must listen to the shadow. Wie wir jetzt einfach eiskalt durch die Dunkelheit gehen, weil wir den Wächter getötet haben, der im Schatten lauert. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. No, she can't. It's too dangerous. Too weak. She has the soul. She is rotting. She is weak. She must defeat Hela. There is no way she can defeat Hela. She must. Hela is powerful. She can do it. She must. But she has the soul. That's the only way. Hela has Delian's soul. She must speak to her. She must fight, or she must go back. Find another way. There is no reason. There has to be. She can't fight. Turn back. Is she strong enough? She's strong enough. Are you strong enough? She's strong enough. She can't. You're strong enough. Senua is strong. Yes, she is. She's not. She's strong enough. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. Hier lang oder da hinten lang? She's done it before. She can. She can. She'll do it again. How will she do it? There must be a way. Senua, you have to try. Get to the gate. She'll never make it. Erstmal hier lang. Bisschen schneller.
The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Oh, sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt. Das ist hier der House of Ashes Stream. Also ein bisschen Flashbacks hatte ich vorhin auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was gedacht. Probieren wir das mal. Ist ganz schön viel Schutt. Auch aber mehrere Abschnitte. Uff. Okay. Ist hier noch weiter? Nein. Bisschen viele, oder? Beweg dich, Mädchen. Oh. Ja, das waren jetzt einfach viel zu viele Gegner für diese kleine Arena. Und ja kaum ausweichen. Oh. Muss ich jetzt... Moment, wo bin ich jetzt? Achso, hier. Unten wieder. Oh!
Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. So. Jetzt nochmal. Jetzt weiß ich, dass ihr da kommt. Natürlich. Holy. Immer schön, wenn die Stimmen sagen, benutzt den Spiegel, benutzt doch den Spiegel, Mädchen, der aber noch nicht aufgeladen ist. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty.
I'm not going to look away in fear anymore. She can do it. She can do it. She can still see the secrets of the gods. She thinks it's so special. She must see. She has the sight. She can see their secrets. Oh. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world, and Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble, the dwarves will leave their stones, the frost giants will come from the east, the Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Ich würde sagen, bevor wir in das große Finale starten, ich mache noch mal kleines Päuschen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wieder geht's. Okay, das kommt so unerwartet. Oder ist die Brücke damit schon vollständig? Nee, ein Teil fehlt doch noch. There's an illusion. She's found a way. There's a way.
Es sah so ein bisschen aus, als müsste ich das letzte Puzzlestück von hier aus zusammensetzen. Aber es sind doch keine Puzzlestücke mehr übrig. So richtig. Da sind noch ein paar Teile. Jetzt irgendwie noch mal nach der rechts hoch. Das ist die Brücke, von der wir ursprünglich gekommen sind. Ist gerade bei dir im Hintergrund geklingelt oder so? Ja, ja. Mein Telefon hat geklingelt. Aber ist jetzt Pech. Irgendwas ist hier noch, aber ich finde keinen weiteren Weg. Moment. Die Illusion war hier. Ah. Ich hab schon gefragt, was dieses Gewobbel da die ganze Zeit war. Ich dachte, das wäre ein Teil von der Brücke. Hallo, Runenstein. Der vorletzte. Say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Durch? Nee. Ah. Das machen wir erstmal auf, bevor wir nach oben gehen. Nur der Rückweg ist. Hier geht's noch mal hoch. Ja.
gar nicht gut aus. Ach, natürlich. Natürlich. Oh. Ach komm, das kann ich nicht blocken. Im Leben. Gegen die Wand. Unmöglich. Zur Seite. Noch. Im Ernst. Ich meine natürlich in Einzahn. Hier hat nichts geklingelt. Was? Wovon redest du? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier, von da sind wir gekommen. Hier geht's raus. Und da ist das letzte Teil der Brücke. Was ging draußen noch eine Ebene höher? Ach, der letzte Runenstein. The Northmen said each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Wann kann denn die Göttin des Todes sterben? Ich meine, das ist die einzige, für die wir uns jetzt gerade interessieren. Natürlich hier durch. Der hat definitiv eine Art zu reden, ja. Der hat definitiv eine Art zu reden. So. Die Brücke ist vollständig. Wir haben Odins Schwert. Wir haben Dillions Kopf. Wir sind zur Hälfte von der Seuche verseucht.
Haben unseren Mut gefunden. Was da jetzt noch schief geht. Ah, ihr spawnt mal ganz weit hinten. Ein Traum. Oh, der war neu. Boah. Der rennt da einfach durch. Oh, ich noch aus, Mädchen. Ach, come on. Das war frech. Das ist halt auch unser Schwertarm, der betroffen ist, ne? Da leiden wir besonders drunter. Einfach runtergefallen. Oh. Steh auf, Mädchen. Oh. Oh. Macht ihr euch erst jetzt Gedanken? We'll all die someday. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why is she going? Stop. Senua, stop. Why won't she stop to die? She wants to stop. 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 I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Stop.
don't want to die. Please stop. 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 You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. What? Was zur Hölle ist da gerade passiert? It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. Ah, die Runen. This is her hell. Ich meine, wir haben echt viele. Turn away, Senua! Turn away, Senua! Do you see it, Senua? Do you see the darkness? Faces of fear and suffering. I can see it. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Senua? You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie.
You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Behind you. Be careful, Senua. Habt ihr nicht noch ein paar Freunde, die ihr rufen könnt? Watch out! Watch out!
liar and a murderer! And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god! Look at you. Running forward, moving backwards to wallow your miserable past. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. You still believe it is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion so if the darkness is a lie? How you saved him? I know he's here. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go. I'm warning you. Or what?
What can you do to me that you haven't already? Fight me! Come on! You betrayed your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Was zur Hölle? Go, Senua. Careful, Senua. Oh mein Gott. Kann er es überhaupt schaffen?
Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it's him. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release him. I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. And you will have no power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. It's hard to tell how mixed up you feel, hoping what you need is behind every door. What? Each time you get hurt, I don't want you to change, 'cause everyone has hopes. You're human after all. The feeling sometimes Holy what? wishing you were someone else, feeling as though you never belong. This feeling is not sadness, this feeling is not joy. I truly understand. Please don't cry now. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you to. Genau, Kalle, so sehe ich das auch gerade. Mega geil. Mega geil. Also ich muss auch sagen, mich hat jetzt zum Schluss die beiden Gefechte echt ein bisschen genervt. Und ich habe nichts dagegen, wenn man das Gefecht verlieren soll oder so. Ich meine, vielleicht hätte man es auch gewinnen können. Ja? Aber es waren einfach so viele Gegner, dass man das gar nicht genießen konnte in dem Moment. Das war jetzt gerade ein bisschen nervig. Aber es war sehr viel interessante Momente und Bedeutung. Auch, dass es zum Schluss nicht mehr ein wildes Stimmengewusel war, was uns begleitet hat, sondern nur noch eine Stimme. Ich glaube, die der Mutter oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo man halt gemerkt hat, sie hat sich gefestigt, sie geht jetzt irgendwie einen Weg, ne? Das war schon irgendwie ein interessantes Stilmittel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, ab dem Moment, wo der Vater ins Spiel gekommen ist, habe ich vollkommen den Zusammenhang verloren. Schizophrenie und das Thema der Verlustangst. Ja, so das hat man ja gemerkt, das habe ich verstanden, aber es war zum Schluss doch einfach zu viel. Ich konnte der Geschichte irgendwann nicht mehr folgen, wo
dass das Ganze mit der Dunkelheit, also was im Spiel als Darkness, als Dunkelheit betitelt wurde, wovon ich am Anfang ausginge, dass es das Konzept der Stimmen in ihrem Kopf sind, ne? Dass sie als Verrückte dargestellt wird, als von der Dunkelheit berührt, was auch immer, weil sie halt offensichtlich ja irgendwelche Anfälle hatte. Das merkt man ja bei diesen ganzen Dillian-Parts, dass sie weg sind, wo sie nur auch sagt, immer wenn die Stimmen mich holen, weiß ich danach nicht mehr, wie ich hier hingekommen bin und so. Das heißt, sie scheint ja richtige Blackouts zu haben. Das kann ja mehrere Ursachen haben. Schizophrenie halt oder halt irgendwelche autistischen Anfälle, weiß der Geier was wo, ne? Und dass das die Dunkelheit ist, ne? Von der die ganze Zeit gesprochen wird. Das war halt so das Ding, okay, sie kämpft dagegen an, sie kämpft ihren Krieg in sich, ne? Was ja auch immer wieder gesagt wird, die größten Kämpfe werden im Geiste geführt, weil wir uns ja auch all ihren Ängsten gestellt haben, ne? Was alles passiert ist, dieses Kriegstrauma, was sie davon getragen hat und diese Verlustängste ihrer Mutter gegenüber und vor allen Dingen diese ganzen, alles was mit Dillian zu tun hat, ne? Aber dann kam der Vater. Und das hat mich völlig aus den Angeln gehoben. Ich meine, dass er probiert hat, die Mutter da zu befreien, also zu retten und die Tochter zu retten auf seine damals heidnischen Möglichkeiten. Soweit bin ich ja noch mitgegangen. Aber wo es denn losging, die Dunkelheit anzuzweifeln und die Dunkelheit mit der Göttin gleichzuziehen und überhaupt, da war ich dann irgendwann raus, weil ich auch irgendwann nicht mehr alles mitlesen konnte, weil dann so viele Dialoge auch während Kämpfen und anderen Situationen waren. Das war mir dann doch ein bisschen sehr stressig zum Schluss, ne? Ich habe auch die ganze Sache mit dem Spiegel nicht verstanden. Ich dachte echt, weitere Informationen zu Psychose und seelischen Problemen findest du unter Hellblade help.info. Das finde ich ja mal sehr geil, dass die sogar da so eine Seite Leben gerufen haben, ne? Dass wo sie vor dem Spiegel steht und quasi dachte ich erst, das ist halt Hela, die halt repräsentiert, ja, der Tod und so weiter, du musst den Tod akzeptieren und so, das wird ja auch öfters gesagt im Game, ne? Was ich ja auch für eine sinnvolle Message halte und so, ne? Aber dann geht sie in den Spiegel, da dachte ich erst, okay, nimmt sie jetzt den Platz von Hela ein oder was will sie mir damit sagen? Und das Spiegelbild vergeht. Okay, vielleicht ist es doch damit gemeint, dass sie jetzt quasi in ihren Verstand eintaucht und die volle Kontrolle übernimmt und alles, was, ich sag mal, ihre Schizophrenie oder ihre Angst oder was auch immer in dem Fall ihr Spiegelbild repräsentiert, verfällt jetzt, weil sie jetzt ihr entschlossenes Ziel vor sich hat. Dann wird aber bei Hela dieselbe Nummer nochmal abgezogen. Und da sage ich jetzt, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das alles sein kann, wa? Und Hela war der Part, den sie bekämpfen musste, weil dieser Part den Tod von Dylan akzeptierte. So hatte ich mir das gedacht. Ach so. Naja, das war ja zum Schluss auch so ein konfuses Ding, wo sie gesagt hat, du bist keine Lüge, du bist aber eine Lügnerin. Dabei hat sie nie was gesagt. Oder ist diese ganze düstere Stimme, diese You face the darkness, Senua. Dass das die Stimme von Hela sein sollte, das könnte natürlich sein. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hat sie ja doch die ganze Zeit mit uns gesprochen, aber schon von ganz weit her. Und, oh mein Gott, ja. Also Hela war im Prinzip ein Teil ihres Selbst. Für mich war es so, die Erziehungsmethoden des Vaters scheinen das Ganze noch schlimmer gemacht und dieses Trauma der Dunkelheit. Ja, da gehe ich mit. Und diese Dunkelheit wird alles weitere hineingeschoben und damit sie sich halt, wie du sagtest, festigen konnte. Mussten die ganzen Traumata nacheinander auseinandergepflückt werden. Ach, so meinst du das? Ich verstehe. Gleichzeitig ist die Dunkelheit die Ausrede des Vaters, die Misshandlungen zu rechtfertigen. Senua hat dieses Konzept für sich übernommen. Ach so, das macht natürlich Sinn. Also die Dunkelheit ist nicht eine Sache, sondern die Dunkelheit ist das ganze Manifest der Depression. Und ich meine, das sagt ja auch Hela
oder der Vater, oder ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat zum Schluss, sorry, dass sie nur so weit gekommen ist, weil sie das und das und das gemacht hat, weil sie sich diesen Ängsten und dieser Gefahr gestellt hat. Ich glaube, das war der Vater, der gesagt hat, ich habe dich diesen Aufgaben entgegengestellt, blub. Und dann macht das ja Sinn, dass wir uns quasi peu à peu eine Sache nach der anderen abgearbeitet haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie das überwunden hat. Ne? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Anfang nehmen mit Zurt und Wraff, ne? Wo wir da durch das Feuer und durch den Reich der Illusionen gegangen sind. So, ja, wir haben diese Reiche abgeschlossen und wir haben auch quasi den Boss, also die Personifizierung dieser Angst, sag ich jetzt mal, besiegt. Aber für mich gab es in dem Moment keinen, also abgesehen von der Symbolik, diese Götter erschlagen zu haben, habe ich keinen Moment gesehen, wo ich sage, ah ja, Senua hat's überstanden jetzt, ne? Vor allen Dingen, weil die Ängste ja auch gefühlt immer schlimmer geworden sind. Ja, und sich ja auch wiederholt haben am Ende. Ne? Da hatte man jetzt nicht so das Gefühl, dass sie wirklich was draus gelernt hat. Ja, also schon ein bisschen viel. Ne? Auch das mit der Mutter, die am Anfang halt sagte so, hey, ich bin bei dir und überhaupt, ne? Du musst mich nur finden. Die am Ende aber auch irgendwie also man hatte so das Gefühl, die Mutter hat sich der Dunkelheit ergeben und also ist quasi an ihren Depressionen zugrunde gegangen und hat ihre Tochter damit angesteckt. Ich meine, das macht Sinn. Ne, wenn du, ich sag jetzt mal, eine geistig kranke Mutter oder von mir aus auch einen Vater hast, ne, und du wirst mit denen groß, dann färbt das auf dich ab. Das kann ich voll ganz verstehen. Aber das Bild der Mutter verschiebt sich halt im Laufe der Geschichte einfach so. Und das ist irgendwie auch schon ziemlich krass, wo ich dann denke, so, hat sie uns am Anfang angelogen oder haben wir das nur verdrängt? So, dass wir sagen, okay, die Mutter war immer voll nett und voll toll zu uns und je mehr wir über unseren eigenen Verstand lernen, desto mehr erkennen wir, dass sie halt auch schuld ist. So, und am Ende sind irgendwie alle schuld und doch wieder nicht, weil nur wir sind schuld und das war ein bisschen viel am Ende. Das letzte Ende wenigstens etwas. Sie akzeptierte den Tod und Verlust ihrer Liebe und das Leben. Ja, das war halt nice. Das fand ich halt cool. Ich meine, das war halt ein bisschen krude, weil sie ist ja selbst Keltin. Also sie gehört diesem Glauben, den sie da jagt, ja selbst gar nicht an. So, ich muss kurz was trinken. Ach Gott, trockener Hals bekommen. Das heißt, sie hat so richtig so ein Feindbild aufgebaut von etwas, wo sie sich gar nicht auskennt. Deshalb brauchte sie auch die Runen, um das irgendwie zu verstehen, so, ne? Das ist schon irgendwie krass. Ich hätte es irgendwie mehr verstanden, wenn sie ja entweder dieser Religion selbst angehört hätte oder, weil sie geht ja dahin, weil ihr, ich hätte zum Schluss gar nicht, ich habe irgendwann zum Schluss echt daran gezweifelt, was eigentlich ihre Grundmotivation war. Ne? Sie geht ja dahin, weil die Wikinger beim Angriff auf ihr Dorf ihren Liebsten dieser Göttin halt geopfert haben. Und sie geht hin, um ihn zurückzufordern. Jetzt frage ich mich aber ganz besorgt, wollte sie, dass er quasi wiederbelebt wird? Oder wollte sie nur seine Seele, damit sie quasi die Seele, ja, richtig bestatten kann? Alter, ey, also da kann man viel rein interpretieren, ne? Das letzte Ende wenigstens etwas akzeptierten Totenverlust, ja. Ja, das war halt natürlich dann cool, ne? Ich meine, sie wird von Hela umgebracht und Hela wirft dann halt den Schädel runter und dann merkst du, okay, sie hört auf zu kämpfen, diesen Kampf, den sie auch unmöglich hätte gewinnen können, und ergibt sich dem Tod und akzeptiert somit, dass es diesen Verlust halt gibt. Das fand ich schon recht deutlich. Er hat mich nur zum Stutzen gebracht, weil, wie gesagt, 2 Minuten vorher beim Spiegel gefühlt dasselbe auch nochmal passiert ist. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und die Stimmen sind leise, unter Kontrolle. Ja, es war ja zum Schluss nur noch eine Stimme.
Das war irgendwie cool, als hätte sie gebündelt. Ich fand das auch mit den Stimmen cool, die dann irgendwann gesagt haben, hey, was passiert denn eigentlich, wenn sie nur stirbt mit uns? So, sie darf nicht weitergehen, weil, dann sterben wir auch. Das war auch noch interessant. Das hatte den Ganzen noch irgendwie so was Lebendiges gegeben irgendwie. Es war cool. Also es ist wirklich ein mega, mega geiles Spiel, eine mega tolle Geschichte, sehr gut inszeniert und sehr intuitiv. Also es wird dir halt nichts erklärt zu dem Spiel und braucht man aber auch nicht, wenn man sich darauf einlässt, dass man sich einfach auf das Spiel einlässt und einfach so grob weiß, die Taste macht das, die Taste macht das und einfach probiert. Das fand ich sehr cool. Eventuell etwas Orpheus in der Unterwelt mit drin. Weiß ich jetzt nicht, auf was du da genau hinaus willst. Hat das Spiel mehrere Enden? Ich könnte es mir vorstellen. Also mit den Runen zum Schluss, wo sie durchs Tor geht, wo man ja sieht, dass welche du hast und welche du nicht hast, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es mehrere Enden hat. Ich habe vorher nicht nachgeforscht, aber das ist für mich so ein relativ deutliches Indiz. Ich habe das leider viel zu spät mitgeschnitten. Das Spiel hat nur ein Ende. Ah, okay. Ich habe das leider viel zu spät mitgeschnitten mit dem Runenring. Ich habe am Anfang die Runensteine halt einfach so locker flockig hin und her gesammelt und ich glaube erst so im 3. Level, sage ich jetzt mal, habe ich diesen äußeren Ring richtig gedeutet, dass dort angezeigt wird, welche Runen du halt hast und welche nicht und auch dem Abschnitt zugehörig. Wenn du alle Runensteine gesammelt hast. Ah, okay. Und da, als ich das aber verstanden habe, da konnte ich auch nicht mehr zurück und die fehlenden Steine holen. Das war ein bisschen doof. Was mir aber halt aufgefallen ist, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, vor ein paar Jahren, auf der anderen Konsole. Und die Runensteine, die ich damals gesammelt habe, die wurden hier bei einem neuen Spiel schon als abgehakt angezeigt. Das wurde also quasi übernommen. Und deshalb dachte ich, ja, okay, vielleicht ist es nicht so wichtig, vielleicht nur für den Gesamtfortschritt. Ne? Naja, Orpheus geht in die Unterwelt, um seine Frau wiederzuholen. Ja, okay, da gibt es halt einige Geschichten. Ne? Das ist aber, glaube ich, die griechische Sage, was du gerade sagst. Ne? Glaube ich. Und das geht ja dann in die ähnliche Richtung, nur dass es hier halt eine Frau ist, die nach Helheim geht, um ihren Geliebten halt wiederzuholen. Ja, wir gucken. Ich bin mal gespannt. Wir können jetzt das hier wählen, das Hellblade-Funktionen, was auch immer das ist. Da wird aber darauf gepocht, das erst auszuwählen, wenn man das Spiel durch hat. Ja? Der folgende Beitrag enthält Spoiler. She's dreamt of this before. It's coming. Is it? Ist jetzt der Trailer oder was? Visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. Mental Health Advisors, das ist ja krass. Und da an der Stelle sah sie so viel größer aus als zum Schluss. And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senuas nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through her eyes. Yes, she's scared. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Hellblade: Senua's Sacrifice is a video game about Senua, a Celtic warrior on a vision quest into Viking territory. But what sets our hero Senua apart is that she suffers from severe psychotic mental illness. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. The original idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. Okay. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo
and a challenge that was both terrifying and exciting in equal measure. In Hellblade, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senua in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. And so the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait! Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle. I imagine Senua as a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillion, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from Weil auch der Sohn des Häuptlings war. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment. Ah, und da ging's quasi richtig los. I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was gelt. A gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds. Another word the Celts used in reference to mental disorders was truth, meaning fool, or liar, one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Truth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, The heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. So the stage was set for a new adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy,
It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience at University of Cambridge. Psychosis is a descriptive term, and it refers to having a loss of contact with objective reality. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. You're already dead. Who are you? And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Mental health hasn't always been presented in the media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject that could enrich and change the very nature of the game. That's cool. Thanks so much for coming in. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me. I'd love to be involved. I think it's fascinating. Yeah, absolutely. Our understanding of psychosis is still very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. If we were to represent Senua's psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute. But how can we simulate something? Das habe ich gerade erst gesehen. Ich hoffe, das stört euch gerade. Ich finde das mega interessant gerade, dass sie da wirklich so intensiv dran gearbeitet haben mit verschiedenen Leuten, offensichtlich auch aus der medizinischen Ebene. Ich hätte halt gedacht, da haben einfach sich ein paar Leute zusammengesetzt, die das Thema interessant fanden und haben dann ein Game draus gemacht. Aber ich finde das halt auch im Spiel ziemlich genial dargestellt, auch ihre Hilflosigkeit, die sie ja manchmal hat, diese Paralyse, wenn sie vor irgendeinem Problem steht, wo man sich noch denkt, beweg doch einfach dein Arsch, Mädchen! Aber das gehört ja halt so dazu, diese Kraftlosigkeit, wenn du einfach ja körperlich da bist, aber mental von der Situation einfach komplett überwältigt bist. Und ich finde das gerade mega interessant, diesen Schaffensprozess und diesen Gedanken dahinter, ne? Dass du das sehr schwer transportieren kannst, dass du das sehr schwer darstellen kannst und dass du, wenn du das nicht selbst durchgemacht hast, dich da auch ganz schwer reinfühlen kannst, aber in einem Spiel als Medium, wo du einfach die Welt und die Regeln um dich herum ändern kannst, je nach Zustand, ist das ein sehr gutes Medium, um diese Thematik zu übertragen. Das finde ich mega genial gemacht gerade. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein Problem damit, dass wir uns einfach mal dieses Video gönnen. Und ich hoffe, ihr könnt den Untertitel einigermaßen sehen. Es ist doch relativ hell auf hell. Das ist nicht so gut gemacht, aber es ist sehr, sehr interessant, finde ich. We have no first-hand experience of. Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness. And crucially, we know that hearing voices is a part of ordinary life for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Und am Rande gesagt mal, also wie sie es darstellen, also die Mimik von Senua. Ich muss sagen, ich fand die Darstellung der anderen Person nicht so gut. Also gerade den Drews fand ich von der Optik her, der war sehr verschwommen. Aber sie wollten halt damit halt symbolisieren, dass er halt nicht da ist, sondern halt einfach nur eine Einbildung ist, ne?
Und das Schlimmste meiner Meinung nach war, wo Senua zum Schluss sterbend auf dem Boden liegt und auf der anderen Seite siehst du halt den nackten Dillion, der sagt, na Senua, schon scheiße so, ne? Der halt gerade, der aussieht, als hätte er gerade ein Nümmerchen geschoben und während sie halt am Sterben ist. Das fand ich nicht so schön gemacht. Aber die ganze Mimik und von Senua, auch einfach die Schauspielerin, gerade wie wir es ja gesehen haben, dieses Motion Capture Aufnahme, wie sie geguckt hat, so, da musst du dich ja auch mal reindenken in so eine Person. Und ich fand Senua von Anfang bis Ende von ihrer Körpersprache her und Mimik echt glaubwürdig. Gerade diese Momente, die immer wieder gewechselt haben zwischen Vergangenheit, wo noch Friede, Feuer, Eierkuchen war und Realität, wie du richtig gemerkt hast, wie in ihr einfach was gestorben ist, wo sie realisiert, sie ist wieder da, wo Dillion weg ist, wo es nicht schön ist. Sie ist wieder im Hier und Jetzt angekommen und man hat das wirklich gemerkt, so von der ganzen Mimik, Gestik her. Das ist echt mega, mega gut gemacht gewesen. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear, they can seem to be coming from inside your head. Based on the information Professor Fernie Ho provided, I put together a sound brief and invited some actors to the studio. We recorded the actors using a binaural microphone, which records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human ears. It gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. Can't see how she's going. Rachel Waddingham from the voice. Richtig gut gemacht mit den Stimmen. Also, ich wollte irgendwann, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin irgendwann nur noch gelaufen, ich bin gar nicht mehr gerannt, es sei denn, es ist echt nichts passiert. Weil ich einfach immer hören wollte, was die Stimmen zu sagen haben. Das fand ich einfach mal von dem 3D-Sound, wie man hier gerade gesehen hat, richtig, richtig gut gemacht. Ich hoffe, dass es bei euch in den Kopfhörern auch so gut ankam. Ich weiß nicht, ob Twitch das so gut übertragen kann. Und das hat auch nicht geloopt. Das fand ich am bemerkenswertesten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Dass es nicht einfach ein 10-Sekunden-Track war, der sich ewig im Kreis gedreht hat, sondern das waren richtig lange Sequenzen. Und die waren auch so gut abgestimmt. Also wenn du einen Weg meistens laufend, also nicht rennend, sondern ganz normal gehend, abgeschlossen hast, dann hat das genauso hingehauen, so ein bisschen. Da fand ich die Runensteine schon fast ein bisschen störend, weil man da ja mal stehen bleiben musste quasi, damit man nicht in das nächste Audio-Event rein stolpert und dann irgendwas verpasst. Ne, aber diese Stimmen an sich, das hat so gut gepasst und da war so viel Arbeit drin, das hat man richtig, richtig gemerkt. Da war kein Loop, da hat sich nichts wiederholt oder so, es sei denn, man ist gestorben und musste den Abschnitt wiederholen, aber das ist ja klar. Das war echt mega. Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they Warte, die haben sich wirklich Leute eingeladen, die diese Krankheit haben, um sich mit denen auszutauschen. Ja, wie mega ist das denn? listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Wahnsinn! She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences are like. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. We met with Recovery College East, who work with and care for people recovering from severe mental disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the visions or what we're seeing is too much, it becomes more difficult until eventually we perhaps don't see anything. The people we spoke to, the stories they told, were fascinating, harrowing and mind-boggling. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. Hands feel now, my heart is so, love is so far away.
Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Now I see deep in me insanity does unfold. I just wanna feel deeper, deeper. I just wanna feel, Oh Gott, wenn ich das schon sehe, wird mir schlecht. As we all know, my heart is so, love is so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Feel like this, read like this, I just wanna live, that's all. I just wanna feel deeper, deeper. I just wanna feel deeper, deeper. To refine our Das war einer der intensivsten Momente, fand ich, wo wir da, was wir gerade zum Schluss gesehen haben, wo wir um uns herum so die Welt ja sehen konnten, ne? Also so wir als Spieler, aber Senua konnte die Welt nicht so wirklich sehen, also nichts, sie hat es nur gehört. Und Dillion war dann halt derjenige, der sie halt, der sie halt geleitet hat aus diesem Moment raus. Und das war meiner Meinung nach irgendeine Art Anfall. Ja. Und er hat halt bei ihr gestanden und hat sie halt unterstützt und hat rausgeholt. Das war ja die eindeutige Symbolik. Und das erklärt ja auch so, warum sie so an ihm hing, ne? Weil sie der erste Mensch war, der ihr offenkundig für sie verständlich geholfen hat. Die anderen wollten ja auch nur helfen. Die Methoden waren nur halt nicht so nett, ne? Der Vater wollte ja auch nur helfen. Er hat ja die Mutter auch nicht aus Langeweile verbrannt, ne? Oder aus Bösartigkeit seine Tochter eingesperrt. Er hat ja auch gedacht, er würde ihr dabei helfen. Aber hat er halt leider nicht. Aber Dillion war halt derjenige, der gesagt hat, hier, komm zu mir, du brauchst nur ein bisschen Hoffnung und ein bisschen, was hat er gesagt? Hoffnung und Liebe oder Verständnis, irgendwas hat er gesagt. Und dann wird das halt auch, ne? Der war halt derjenige, der auch gesagt hat, na, das ist ein Teil von dir und so, ne? Das wird schon. Das ist ein Teil eines Menschen, den ich liebe, das gehört dazu. Und das erklärt ja auch so vieles, warum sie ja, so an ihn hing, daran auch gewachsen ist und dann auch ins Exil gegangen ist, damit er nicht daran kaputt geht, ne? Und warum sie denn auch einen totalen Zusammenbruch hatte, wo sie zurückkommt und er wurde geopfert, ne? Hey Fusion, grüß dich! Ich finde das gerade ein wenig schade. Erst jetzt, wo man weiß, warum es so dargestellt ist, gibt das diesen Aha-Effekt. Ja, weil ich denke, reagiert jeder so ein bisschen anders drauf, ne? Also, ich habe sehr, sehr, sehr viele bekannt, wirklich unglaublich viele in meinem Freundeskreis, die auf die eine Art oder auf die eine oder andere Art und Weise an mentalen Krankheiten leiden. Verschiedenster Dinge, auch verschieden stark. Und ich finde mal total traurig oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, enttäuscht von mir selbst, dass ich mich in die nicht reinfühlen kann. Die haben teilweise Probleme, da lache ich drüber. Die kann ich gar nicht ernst nehmen. Also so doof wie ich bin und muss vieles akzeptieren. Ich muss einfach vieles akzeptieren. Es gibt halt Dinge, da sagen Leute, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und ich stehe da und sage, bist du dumm? Mach's doch einfach. Gib den Ruck. Das ist ganz leicht. Tausendmal gemacht. Mach einfach. Aber einfach zu akzeptieren, dass es halt Menschen gibt, die halt Hemmungen, Blockaden, Angstzustände haben oder sonst was, die das halt einfach nicht können. Ja, und die verstehen sich aber untereinander. Die sind viel empathischer und die haben Verständnis füreinander, weil die sich reinfühlen können. Und ich denke, wenn du sowas hast, das Spiel sagt das ja schon zu Beginn im Opener, dann nimmst du diese Welt von Hellblade ganz anders wahr. Und der Aha-Effekt
und die Bedeutung fallen dir eher. Aber wenn du halt zu den Menschen gehörst, die halt solche Leiden nicht haben, dann ist es für dich einfach nur eine ziemlich coole Welt. Ne, jetzt zum Beispiel mit den leuchtenden Runen an den Wänden, wo jetzt auch gerade da stand, manchmal sehe ich Dinge an Wänden, die gar nicht da sind. Und ich sehe das und denke mir, Mann, das ist ein richtig gutes Lightning, alter Schwede, das ist geil, wie das mit den Runen aussieht und so toll, cool gemacht, toller Effekt. Und jemand anderes erkennt da drin vielleicht eine Krankheit wieder. Ne, das ist halt je nachdem, was man so durchgemacht hat in seinem Leben. Ne? Na, ich hatte vor allem bei den Sachen zur Depression schon mehrmals diese Momente der Erkennung. Andere Leute erkennen in den Games sicherlich anders. Genau, das meine ich, ne? Gesprächsrunde mit Murdo. Ja, so ein bisschen. Ist gerade Senua Aftertag. Ja, wir haben gerade Senua Sacrifice durchgespielt, Hellblade. Falls du nicht in den Genuss gekommen bist, lege ich es dir ans Herz, dir einfach die VODs anzugucken. Es ist wirklich ein ziemlich intensives Spiel, am besten mit Kopfhörer, mega genial. Und wir gucken uns gerade einen Bericht dazu an, der dem Spiel beiliegt und lassen das so ein bisschen Revue passieren. Ne? Eine Sache, die ich halt wiedererkannt habe, das war wirklich diese Zusammenbrüche, die sie halt hatte. Da konnte ich mich halt reinfühlen. Ich bin so ein Mensch, ich bin ein Problemlöser. Ne? Also ich habe wenig Probleme in meinem Leben. Und wenn irgendjemand sagt, ich kenne das und das nicht, dann sage ich, kein Problem, mache ich, klär ich. Ich löse das Problem, ich fix das. Ne? Und dann bin ich stumpf. Aber es gibt manchmal Situationen, wo irgendwas passiert. Keine Ahnung. Du musst über eine Brücke gehen. Die Brücke ist aber gesperrt. Dann sagst du, ja, kein Problem, ich kenne einen Umweg, ich kenne eine Alternative, gehst halt außen rum. Dann ist aber auch irgendwas. Sag ich, ja, kein Thema, dann nehme ich halt den anderen Weg und dann gehst du außen rum. Und dann stehst du einfach da und jeder einzelne Weg, den du kennst, der ist halt blockiert. Und dann stehe ich immer da und denke mir so, Wahnsinn, ich kann an meiner Situation gerade nichts ändern. Ich bin absolut machtlos. Alles, was ich weiß, alles, was ich kenne, alles, was ich kann, hilft mir jetzt hier nicht weiter. Und dann habe ich auch so Momente, wo ich dann zusammenbreche, sei es nun bei mir auf dem Stuhl sitzend oder im Bett oder sonst wo gerade, und richtig verzweifelt bin, weil ich keinen Ausweg sehe aus der Situation. Und irgendwann dann so klart das auf und ich komme auf die Idee, dann denke ich mir halt einen neuen Weg aus. Wenn keiner von denen, die ich kenne, helfen, dann muss ich halt einen neuen finden. Und das war das, da konnte ich mich halt reinfinden. Wie sie auf der Brücke steht, sich Hela stellen wollte und dann zerbricht ihr Schwert. Und sie weiß einfach nicht mehr, wie sie sich zur Wehr setzen soll und bricht kurz vorm Ziel zusammen. Sie versucht es nicht mal mehr, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Und das waren so Momente, da konnte ich mich richtig reinfühlen. Und ich denke, andere Personen haben, ja, andere Dinge, die sie hier in diesem Spiel wiedererkennen, einfach weil sie das schon mal durchgemacht haben. We continue to hold meetings with Recovery College East over the course of a year and a half, showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. With their help, flashbacks, visions and changes in perception were woven into the story and gameplay of Senua. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, that actually it's something that we should all be talking about. The experience auf jeden Fall. Range from Das unterstreiche ich total. Und das finde ich, das erzählt die Geschichte halt auch gut. Ne? Es wird zu wenig sehe ich nicht so. Also man sagt ja immer, mentale Krankheiten und Depressionen und so sind ein Tabuthema, da redet man nicht drüber. Sehe ich anders. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt kaum ein Thema, worüber ich so oft und so viel mit so vielen verschiedenen Menschen rede, wie über mentale Krankheiten. Tabuthema, finde ich, ist das nicht. Ich finde aber die mediale Darstellungsweise, finde ich, ist nicht breit genug gefächert. Ne? Du findest halt irgendwelche Berichte, du findest halt irgendwelche Texte, wo sagt so, ja, hast du das und das und das, dann geh zum Arzt. Punkt. So, und ich habe halt auch da von vielen die Erfahrung gehört, dass Ärzte dir da auch per se nicht großartig weiterhelfen. Die mehr oder minder sagen, ja, nehmen Sie entweder diese Pille oder gehen Sie halt in die Therapie. Und
da fehlt so die Feinfühligkeit, da fehlt so die Alltagstauglichkeit. Du kannst halt auch selbst nicht helfen. Ne? Und die Allgemeinheit, das ist, du brichst dir einen Arm und da lernst du halt schon in jedem Ersthelferkurs oder so, ja, stabilisieren, aufpassen, dass kein Dreck in die Wunde kommt, dann suchst du Hilfe, kriegst einen Gips und dann ist gut so. Aber das Prozedere, das Standardprozedere bei mentalen Krankheiten gibt's halt nicht. Zum einen, weil dort nicht jeder Bruch, also nicht jede Krankheit identisch ist, jeder Mensch ist ja auch anders, jeder hält Sachen unterschiedlich aus und es gibt die eine Wunderpille halt nicht, den einen Wunderverband, den einen Gips, der da helfen kann. Ne? Und du weißt halt nicht, was du tun sollst. Du weißt, alle reden darüber. Oh mein Gott, wie viele Menschen darüber reden. Und aber alle haben nur Probleme. Kaum einer hat Lösungen. Ne? Und wenn man sich das hier so ansieht in der Geschichte, dass selbst naja, früher, wenn du sowas hattest, dann hieß es, was? Du hörst Stimmen? Scheiße, Mann, du bist verflucht. Die Götter, die wollen was von dir. Oder sind es Dämonen? Was erzählen dir denn die Stimmen? Oh, die zählen negatives Zeug? Eieiei, dann bist du vom Teufel besessen. Dann fangen wir schon mal an, Holz zu stapeln oder so. Dann opfern wir dich den Göttern, dann geht's dir gut. Weil man sich halt nicht weiter zu wissen wusste, weiter zu helfen wusste. Und wenn man das so überlegt, ist man heute nicht viel weiter. Ne? Ich hatte da mal einen Bericht gesehen über den Zusammenhang über Antidepressiva, den Zusammenhang mit Depressionen und Serotonin im Kopf. Und es gibt da wohl 2, 3 verschiedene Medikamentenarten. Es gibt natürlich verschiedene Medikamente, aber Medikamentenarten, die man also Serotonin verabreichen, Serotonin-Hämmer, Blocker oder keine Ahnung, wie das heißt. Und noch ein bisschen was anderes. Und man kann nicht analysieren, was dir hilft. Da wird einfach gesagt, ja, nehmen Sie mal das, vielleicht hilft's, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Wir sind also noch lange nicht so weit, um sowas richtig effektiv behandeln zu können. Ne? Häufig spielen dir deine Gedanken auch einen Streich und legen dir Hürden dar, warum etwas nicht geht. Ja, Kalle, das sehe ich halt auch so. Ich sehe das ganz oft bei Leuten. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den, mach's doch einfach. Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Weil, und du bildest dir den Hürden ein, die nicht da sind, denke ich immer. Aber für den Menschen sind sie da, ne? Das meinte ich mit, wo ich dann halt auch teilweise Bekanntheit ausgelacht habe, dachte, bist du dumm? Warum stellst du dir selbst diese Hindernisse in den Weg, die gar nicht da sind? Das ist gar nicht der Fall. Für den Menschen sind diese Hindernisse halt da. Und das ist das Krasse, das ist die Empathie, die mir damals gefehlt hat und auch teilweise heute noch, weil ich mich da einfach nicht mit identifizieren kann. Ich akzeptiere das, aber ich kann mich da nicht reinfühlen. Und ich denke, das ist ein ganz großes Problem. Ja? Es ist halt wie in dem Ding gesagt, zu wenig in Medien wie Filmen, Serien und Spielen und bringt halt vor allem sehr selten Ansätze und Perspektiven. Ja, genau das ist es halt gerade. Ne? Und hier finde ich das sehr gut gemacht. Auch, dass die direkt sich nicht nur mit Behandelnden zusammensetzen, also nicht nur mit Wissenschaftlern, die die Phänomene analysieren, sondern auch mit Betroffenen. Und die denken sich natürlich auch, das ist sehr gut, dass es angesprochen wird, dass auf die Sache mal eingegangen wird, dass das mal auch für ein Publikum breitgetreten wird. Ne? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die halt unter irgendwelchen mentalen Krankheiten leiden und das entweder nicht akzeptieren oder nicht verstehen, weil gerade wie Senua, wenn du das von deinen Eltern kennst und wenn du das von deiner Kindheit auf an kennst und du kennst den Kontrast nicht, ne? Woher willst du erkennen, dass mit dir was nicht stimmt, ne? Wie das vorhin war, mit den Blinden, für den Licht und Dunkelheit absolut bedeutungslos sind, wenn du das nie gekannt hast, ne? Wenn du halt einfach die Farben immer schon so grell dargestellt hast oder Wände wahrgenommen hast oder Wände für dich schon immer verschwommen waren oder du diese Stimmen schon immer hattest, woher sollst du wissen, dass das nicht richtig ist, ne? Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die dieses Spiel spielen, zum ersten Mal wirklich begreifen, dass sie unter sowas leiden oder ihnen das Spiel halt hilft, das zu akzeptieren und sich auch Hilfe zu suchen. Und da finde ich das auch mega, dass das Spiel zu Beginn als auch zum Ende, als auch durch diesen Film hier direkt darauf hinweist, wo du Hilfe findest. Und zwar nicht, wenn du das und das Problem hast, geh zu deinem Arzt. Nein, dann gehe direkt auf unsere Webseite hier, die wir selber erstellt haben, damit du quasi im Flow bleibst. Und das finde ich mega gut gemacht. Ne? Eventuell auch die Wahrnehmung in der allgemeinen Bevölkerung, aka die breite Masse. Zum Beispiel das Klischee vorweg, Depression.
Das hatte X auch. Geh einfach spazieren. Ja, genau, das ist auch so eine Nummer. Das ist auch so eine Nummer. Das Schlimme finde ich auch, Depression ist so ein breit gefächertes Thema. Das ist, wie man mal neudeutsch gesagt hat, eine Modekrankheit. Das hatte eine Zeit lang jeder. Also gerade, wo wie gesagt, ich mache ja Lab und ich würde behaupten, mindestens jeder zweite Laber hat eine Depression oder glaubt es. Und viele davon holen sich halt keine Hilfe. Viele davon wissen auch, glaube ich, auch gar nicht, was das bedeutet, was dahinter steht. Und da denkt man sich auch so, ja, wenn es dir schlecht geht, dann mach halt was gegen. Dann, ne, geh zum Arzt oder mach einen Spaziergang oder mach einfach mal Urlaub. Mach einfach mal Urlaub, dann geht's dir besser. Du musst einfach nur mal ein bisschen ausschlafen und so, ne? Meine Tante hatte das auch, du. Trink mal einen Schnaps, dann ist alles gut. Ne? So, weil die Leute nicht in deinen Kopf gucken können und du kannst den Leuten deinen Kopf auch nicht zeigen. Das geht nicht. Das ist für beide eine Pattsituation. Entweder du hast jemanden, der sich in dich reinfühlen kann, es einfach akzeptiert, oder du hast halt niemanden, mit dem der dich versteht. Und das stumpft auch ab, ne? Wenn du halt mit 2, 3 Leuten darüber gesprochen hast, dass du halt einfach nicht über Brücken gehen kannst und die dich dann einfach dafür auslachen, ja, dann sagst du es halt keinem mehr. Und dann gehst du halt über Brücken, auch wenn es dich innerlich zerreißt und quält und total fertig macht. Und dann wird alles nur schlimmer. Oder du gehst halt gar nicht mehr raus, weil du hast Angst, dass du über Brücken gehen könntest. Ich weiß, es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte, ne? Bis du einen triffst, der auch überhaupt auch Angst vor Brücken hat aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Oh, jetzt muss ich mal gucken, langsam. Leute, es tut mir leid, ich bin gerade so voll im Redeflow. Oder wie mein Vater, schreib doch schnell die Hausarbeit, ist doch nicht so viel, lol. Ja, mach mal eben, ne? Das sind auch, glaube ich, gerade Männer, die Schwächen eingestehen, ist halt eine Sache, die Männer nicht gut können. Das weiß ich von mir selbst. Da sind Frauen ein bisschen anpassbarer, ne? Bei Männern stößt man öfters gegens Ego. Und damit ist es halt auch so eine Vater-Sohn-Beziehung. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Einfach dieses klassische, ja, mach halt einfach. Wir haben das früher auch so gemacht. Augen zu und durch. Bist du ein Mann oder eine Maus? Indianerherz kennt keinen Schmerz. Durchgezogen, danach kannst du durchatmen, so, ne? Das glaube ich schon. Das ist schon eine Sache. Angststörungen sind ja sehr vielseitig. Da kann jemand Versagensängste haben und fängt deshalb nicht an zu arbeiten, weil er Angst hat. Ja, genau. Das hattest du schon mal erzählt, Kalle, die Geschichte von ich sag mal, von deinem Bekannten. Das ist halt krass und das glaube ich, ne? Ich habe zum Beispiel früher, ich hab einen nervösen Magen. Wenn ich Stress habe, wird mir schlecht. Und ich hatte irgendwann so die Angst davor, dass mir schlecht werden könnte, dass ich Situationen, also dass das quasi die Angst mehr Stress gemacht hat als Stresssituationen. Ne? Ich bin auf eine Geburtstagsfeier eingeladen worden und dachte mir dann so, oh Gott, jetzt stell dir vor, du gehst auf die Geburtstagsfeier, dann wird dir schlecht, dann versaust du allen die Feier, weil du ja dann nicht so guter Laune bist und so. Und das hat mich so unter Stress gesetzt, dass mir meistens schon zu Hause schlecht geworden ist, bevor ich auf die Feier gegangen bin. Und ich bin gar nicht hingegangen. Ne? Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann mal Leute um mich hatte, die einfach gesagt haben, Murdo, du kommst jetzt mit. Punkt. Und mir geholfen haben, über diesen Schatten zu springen. Ne? Das war ziemlich genial. Die sind mich besuchen gekommen und wollten mich abholen zu einer gewissen Party. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, mir geht's schlecht und dies, was alles. Und ein guter Kumpel, Kev, der hat mich einfach über die Schulter geworfen, ins Auto geworfen. Ich hatte noch Schlappen an. Und wir sind zu dieser Party gefahren. Und das war, irgendwie alle haben gesagt, alles ist gut. Alles ist cool. Kein Grund, Stress zu haben. Und das hat mir damals halt geholfen, da drüber zu kommen. Und immer wenn es mir jetzt mies geht und ich dieses Problem habe, dann denke ich an meinen alten Kumpel Kev zurück, wie der mir damals mit der Holzhammer-Methode das gelöst hat und sagte, nein, Murdo, du kommst jetzt mit. Und dann geht's mir gut. Während meiner Ausbildung hatte ich ja einen Pflichteinsatz auf der akut geschlossenen, wo ich zum Beispiel auch jemanden kennenlernen durfte, der dort wegen Depressionen dort war und uns jeden Morgen aufs Neue erklärte, er kann nicht aufstehen. Er hat keine Kraft, wollte ich glaube ich sagen, zum Stehen und war für mich auch recht interessant kennenzulernen. Das glaube ich. Du hast ja gerade viel mit solchen Leuten zu tun. Ich denke, das ist krass, sich mit so Leuten zu befassen. Das ist ja auch interessant, um das selbst zu lernen. Aber ist auch schwer, mit solchen Menschen umzugehen und denen halt zu fragen, ja, erzähl mir mehr von deinem Leid. Aber ich glaube, einfach darüber zu reden und jemanden zu haben,
der zumindest versucht, dich zu verstehen oder akzeptiert, wie du bist, ich glaube, das hilft schon ungemein, ne? Also wirklich, Fun Fact: Hildegard von Bingen hörte angeblich Stimmen, hatte sich mit Heilkunde und Kräutern befasst, wurde zur Heiligen, heute wahrscheinlich eher eine Diagnose. Okay, das ist interessant, ja. Das Problem, Meinungen, Ratschläge anderer Leute, es liegt auch teilweise daran, dass der Betroffene sich nicht erklären kann. Ja, genau, genau. Was er hat, was ihm hilft, weiß er selbst gegebenenfalls nicht oder resigniert einfach zu schnell aufgrund der Erkrankung. Ja, oder aufgrund der Erfahrung. Ne? Ich sag ja, du hast da halt 5, 6 Leute, die dich nicht verstehen. Warum solltest du davon ausgehen, dass der 7. oder der 8. dich versteht? Und dann nimmst du es halt einfach hin oder weichst diesen Situationen aus. Ne? Das macht es nicht besser, dass man selbst mitunter weiß, dass die Ängste völlig irrational sind und sich trotzdem in die Spirale reinarbeitet. Und nicht, ja, das ist krass, ne? Ich habe zum Beispiel, ich habe einen schiefen Rücken. Ich sitze zu viel, ich zock zu viel. Nee, ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang zu schnell zu viel Sport gemacht im Fitnessstudio, weil ich einen Arbeitskollegen hatte, der hatte einen Bizeps wie ich, einen Oberschenkelmuskel. Und da habe ich gedacht, ey, ich gehe mal mit den Sport machen. Und da da war ich noch ein bisschen jünger. Und da habe ich so krass viel Sport gemacht, dass meine Muskeln zu schnell gewachsen sind und dann total unregelmäßig. Und das hat mir total den Rücken verzogen. Da leide ich heute noch drunter. Und das sorgt aufgrund von lockeren Rippen und so weiter dazu, dass ich stechende Schmerzen über ein Herzen habe manchmal. Und da kriege ich Panik, wenn das passiert. Ne? Da kriege ich richtig Panik. Ich weiß das. Ich weiß, dass die Schmerzen nicht vom Herzen kommen. Ich weiß, das liegt an meinem Rücken. Ich weiß, es gibt ein paar Übungen, wenn ich die mache, dann geht es mir besser. Also ich muss nicht mal Medikamente nehmen oder so. Ich muss einfach nur zum Sport gehen und bla. Es ist egal. Aber in dem Moment, wo dieser stechende Schmerz da ist, kommt halt einfach dieses Angstgefühl. Ne? Da kann ich noch mir tausendmal bewusst sein darüber, dass das nichts ist. Deshalb gehe ich halt auch alle, ich glaube, 6 Monate mal zum EKG, so im Schnitt, lass mein Herz überprüfen, um sicher zu sein. Das beruhigt mich dann wieder ein bisschen und dann mache ich meinen Sport und dann geht es mir besser und dann ist alles gut. Ne? Aber da kannst du tausendmal drüber nachdenken. Es kann so eine Sachen kommen und denke, uff. Ne? Ich muss gestehen, der Einsatz war interessant, aber auch hart. Ich glaube, es waren 6 Wochen in 12 Wochen Blockswochenende Pause und von vorne gemacht. Ich war an den Wochenende bei meinen Eltern dann, dass ich heim bin, in meinem Zimmer zurückgezogen habe, um meine Ruhe zu haben. Ja, das glaube ich. Ich habe auch mal gelesen, dass Therapeuten, wo du dich halt so direkt auf die, wie man so schön sagt, auf die Couch legst und dein Seelenleid preisgibst, dass die auch regelmäßig zur Therapie müssen, gegenseitig. Weil ich will nicht sagen, dass das ansteckend ist, aber weil dich das halt auch krank macht. Also, wenn du zu viel damit zu tun hast mit dem Ganzen, ne, da kommt halt auch wieder die Sache mit Irrationalen. Du weißt es besser als Arzt. Du weißt, dass das eine Krankheit ist und nicht echt ist und sonst da was so. Aber wenn du dich damit befasst, das geht ja auch an die Substanz und macht dich auch krank. Das kann ich mir vorstellen, dass das richtig hart ist. Ich habe da ganz großen Respekt vor. Ja. So, aber jetzt gucken wir noch ein bisschen, sonst dauert das halt ewig. Ich meine, ich finde das geil, mir das anzugucken. Ich finde das cool, mit euch darüber zu quatschen. Ich finde, das ist eine interessante Thematik, aber wir gucken hier mal noch ein bisschen. Beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them. The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. I was urged by one Die Szene mit dem Spiegel fand ich auch total krass. Also, die war ja gleich am Anfang und die hat mir ja auch richtig die Schuhe ausgezogen, sag ich mal. Meiner Erfahrung nach sind psychische Krankheiten unter Umständen mutmaßlich auch ansteckend. Ja, klar, das meine ich halt, aber es ist halt jeder Mensch anders. Bei jedem wirkt sich das halt anders aus. Ne? Aber diese Szene, die wir da gerade sehen, die fand ich bitter. Die fand ich richtig bitter, weil sie guckt in diesen Spiegel, sie liegt auf dem Boden, völlig chancenlos, liegt sie auf dem Boden, während dieser Vogel ihr auf den Rücken pickt. Ja, und sie guckt in diesen Spiegel und wie sie sich selbst halt sagt, du bist schuld, du bist wertlos, du bist Dreck und sonst was wo. Das war für mich
eine Darstellung, also eine psychische Wahrnehmung einer Vergewaltigung. Dass der Vogel repräsentiert quasi den Täter, ne? Und sie wehrt sich nicht, weil sie sich selbst für schuldig hält in dem Moment. Das habe ich so habe ich diese Szene aufgefasst. Die hat mir richtig den Atem genommen, ne? Weil das hört man oft. Das hört man oft, dass Frauen das oftmals über sich ergehen lassen und sich dann aber keine Hilfe holen. Das nicht, dass die gefangen genommen werden oder so, sondern das zieht sich über Monate oder Jahre hinweg und die werden immer wieder von denselben Personen angegangen. Und am Endeffekt sind sie davon fest überzeugt, dass der Mann da gar nichts für kann. Sie sind selbst schuld an der Situation. Und davon hat man schon viel gehört. Und so habe ich diese Szene interpretiert. Und da ist mir, also Leute, echt, wo wir das gespielt haben, das kam ja nach dem ersten Endboss oder vor dem ersten Endboss, ich weiß gerade nicht. Mir ist richtig übel geworden, wo ich das gesehen habe. Also das fand ich eine sehr, sehr intensive, bösartige Szene, ja. Die Mitarbeiter aus dem Bezirksklinikum haben mir selbst gesagt, du nimmst grob so viel Prozent mit nach Hause, beziehungsweise waren gefühlt 1/4 bis 1/3 der Patienten auf der akut geschlossenen, selbst aus dem medizinischen Bereich. Wow. Das hat man gemerkt, wie der das zugesetzt hat. Das ist, okay, das finde ich krass, wenn man das gemerkt hat, weil, uff, ey, krass, ne? Ich meine, ich bin ja auch ein Mann, kann mich da nicht reindenken, ne? Aber man kennt halt die Fälle, ne? Das ist ja halt, und da wird ja immer mehr grauenhaftes Zeug, was Menschen sich gegenseitig antun. Deshalb meinte ich ja auch vorhin, ne, wo sie sagen, hier Ragnarok in der Leute, wenn man zu viel auf einmal sagen will, in dieser Legende, in dieser keltischen steht, wenn Ragnarok passiert, dann werden die Menschen vergessen, was sie gegeneinander bedeuten und übereinander herfallen. Ich halt meinte, ja, wenn du danach gehst, ist Ragnarok gar nicht so weit hin. Ne? Und Menschen sind teilweise Monster, was sie sich gegenseitig antun. Und da habe ich ein paar Fälle gelesen, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Aber das so zu sehen, das ist halt das, was wir vorhin meinten mit den Medien, ne? Die mediale Darstellung in unserer Zeit. Es ist was anderes, einen Bericht darüber in der Zeitung zu lesen, dass sowas passiert ist. Aber das so zu sehen, quasi ein Teil dieser Szenerie zu sein und diese Hilflosigkeit, das war hart. Also in dem Moment dachte ich so, alter Schwede, darf ich das überhaupt auf Twitch zeigen? Alter, das war eine der intensivsten Szenen hier mit dem Spiel. Should not shy away from showing this horror. And so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations or not far enough? Broken and lost. Just like your soul. Come on. Oh mein Gott! In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, but one that I think video games are uniquely able to represent, which are often called delusions. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence. Ach, come on, ey! You know, not worth commenting on. Nevertheless, that might have a particular... Es ist ja wirklich jedes Spielelement scheint hier in irgendeiner Art und Weise darauf zurückzuführen zu sein. Also die haben nichts dem Zufall überlassen. Das ist doch krass, ey. Leute, der Hammer. One individual described how everyday words, sounds, colours and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Helheim, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards, they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing.
that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Das war auch so ein starkes Ding. Das war auch so krass, ne? Wo. Es gab ja 2, 3 Momente, die so Wallbreak-Momente waren. Unter anderem den wir da gerade gesehen haben. Sie sagt ja auch, glaube ich, wirst du mir helfen, es zu bekommen, sagt sie, glaube ich, danach. Das war auch so ein richtig Gänsehaut-Moment beim letzten Mal. Ich auch dachte, was denn für eine Rolle spielen wir jetzt hier? Sind wir auch nur eine Stimme in ihrem Kopf, die sie antreibt? Im Endeffekt sind wir ja der Puppenspieler, der sie wie eine Marionette da vorangepeitscht hat, das Falsche zu tun, bis sie irgendwann die Einsicht hatte. Ne? Und das war in dem Moment so, oh, mega krass, zu wem spricht sie? Spricht sie jetzt so zu ihren Stimmen? Spricht sie zu dem Erzähler in dem Moment? Oder spricht sie direkt zu mir als Spieler? Das war echt mega. Bastian, gib mir einen Namen. Mondenkind! War's der? Ich hoffe, es war's der. Oh, das ist 1000 Jahre her. Ja, das war mega. Presenting perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about from the rest of society. Ja, dass sie das auch mit einbezogen haben. Dass sie also nicht nur die Krankheit mit einbezogen haben, sondern auch, wie man so schön sagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, ne? So. Wenn du das erstmal hast und andere das merken, dass du auch gemieden wirst und sagen so, geh mal nicht zu Senua, mit der stimmt was nicht, ne? Auch wie sie ja gesagt hat, wo sie Dylan getroffen hat, ja, ich gehe nicht so oft raus. Und er sofort sagt, ach hier, du bist die Tochter von dem und dem, ne? Und das hat auch direkt gemerkt im Gesicht, er weiß, wer ich bin. Jetzt mag er mich nicht, weil ich bin die Bekloppte, das wissen ja alle so, ne? Und das kippt ja noch Öl ins Feuer, ne? They're right. I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. Oh mein Gott. My hope is that by creating a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and superstition, as exemplified by her druid father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. This darkness. It's spreading. The trauma of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything. The darkness. Auch der Moment, wo sich das so kratzt. Oh. Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near-final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. For me, being involved in especially developing Senua's character has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what... Ey, ganz ernsthaft, ne? Wenn du dir die Leute anguckst, würdest du darauf kommen, dass die zusammen an einem Videospiel arbeiten? Krass, ne?
Das erinnert mich an die Azula Voice Actress vom Avatar, Herrn der Elemente, die für das Finale so in ihrer dunklen Gefühlswelt kramen musste, dass sie das sich nie wieder angucken wollte. Und das war eine krass gute Darstellung. Meinst du von der Realverfilmung? Meinst du das? Azula. Muss ich gerade überlegen, wer das war. Oh. Da bin ich nicht so firm drin. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sagt auch die Vera Birkenbiel oder so, wie die heißt. Die sagt ja auch, wenn Sie Schauspieler werden wollen, dann gehen Sie zum Fernsehen. Gehen Sie nicht auf die Bühne, gehen Sie nicht ins Theater. Stellen Sie sich vor, Sie spielen einen traurigen, depressiven Menschen. Spielen Sie den im Fernsehen, dann nehmen Sie das auf, 1, 2, 3 Mal, dann ist der Film fertig und dann können Sie wieder lächeln. Aber stellen Sie sich vor, Sie repräsentieren diese Person auf der Bühne. Abend für Abend für Abend, über Wochen und Monate. Es wird nicht lange dauern, bis Sie zu dieser Person werden oder zu einem Teil. Und das wird Sie krank machen. So, und das fand ich auch so, ja, weil ja auch so physisch, die körperliche Welt und die geistliche ja auch ein bisschen zusammenhängt. Auf den Menschen gesehen. Oh Leute, ihr wisst, was ich meine. Ich drücke mich gerade so blöd aus. Wenn du halt die ganze Zeit traurig bist, dann drückst du damit in deinem Gesicht irgendwelche Nerven, die dann halt auch negative Hormone aussträuben und so. Zumindest sagt die Birkenbiel das. Keine Ahnung, ob das medizinisch richtig ist. Kann mich der Cavillo gerne korrigieren. Und das ist halt krass. Das ist so ein Strudel. Und das glaube ich halt auch, dass deshalb auch Schauspieler und andere Künstler öfters mal so eine Drogenexzesse mitmachen, weil die emotional so unausgeglichen sind, weil die Personen darstellen müssen, sei es sich selbst oder halt Figuren in Film und Fernsehen, die sie nicht kontrollieren können, sag ich mal so, ne? Und dass die da auch ganz schön emotional durch den Wind kommen, dass das auch krank machen kann. Ne? So, ich verabschiede mich jetzt aber. Ich sollte etwas Schlafintus haben, wenn der Rufdienst bis Freitag gehen soll. Hab einen schönen Feiertag. Danke, Cavillo. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, viel Erholung und einen ruhigen Dienst. Und ich danke dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Nee, die animierte Serie war die Tochter des Firelords. Ach, die total verrückt war. Ja, um Gottes Willen. Stimmt, das war Azula. Oh Gott, die war ja furchtbar. Und im Finale der Serie hat sie einen Breakdown und der ist so gewaltig dargestellt. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe die gesehen, ich fand die auch gut. Nur, dass ich die Azula irgendwann einfach zu übertrieben krass fand. Also so von ihrem Wandel. Ne, aber ja, da wenden sich ja dann noch alle von ihr ab und die dreht ja richtig durch. Das ist krass. Und das sind sogar die Sprecherin davon. Wow, das kann ich mir gut vorstellen. Alter Schwede. I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty and it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our lived experience in a very creative way. There's nothing tokenistic about the work we've put in. It feels like we've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory kind of asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, and ultimately
to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why has an evolution stamped out this weakness from within our gene? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals are able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. And we need to be open to these new ways of seeing. And it is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you. Hellblade Help Info. Da gehe ich jetzt direkt mal rauf. Okay, es ist halt im Endeffekt eine Webseite, wo man eingibt, aus welchem Land man kommt, und man bekommt dann darunter halt quasi andere Kontaktseiten angezeigt, wo man sich Hilfe holen kann. Jetzt in Deutschland wäre es zum Beispiel die Telefonseelsorge.de. Krass. Krass. Das war krass. Ich muss sagen, ich finde das krass. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Mal so am Rande gesagt, eine Ninja-Serie. Die haben relativ wenig Spiele gemacht. Die haben mir die Devil May Cry zum Beispiel gemacht, den Teil, der 2013 rausgekommen ist. Und hier Disney Infinity und so, die haben auch Enslaved und Heavenly Sword gemacht. Das sind so zwei PlayStation 3 Spiele von 2007, 2010. Die haben das relativ wenig gemacht und ein bisschen, aber immer so gedrehte Spiele, sag ich mal, die so ein bisschen aus der Norm tanzen. Und das finde ich schon geil. Also, dass die Leute nicht einfach nur ein Videospiel erstellen, um, keine Ahnung, Knete damit zu machen oder halt eine Geschichte zu erzählen, sondern sich wirklich Gedanken machen und auch irgendwas vermitteln wollen und den Leuten halt auch was nahebringen wollen und nicht einfach nur sagen, hier, toll, Spiel, habt da. Ne? Fand ich mega krass. Es ist auch ein zweiter Teil in Arbeit. Ich glaube, der soll dieses oder nächstes Jahr rauskommen. Pflichtprogramm, definitiv. Werde ich mir gönnen, werde ich mit euch zusammen auch wieder bearbeiten, denke ich. War eine mega geniale Erfahrung. War ein super, super Spiel, super tolle Geschichte, sehr schön aufgemacht, sehr schön dargestellt in allen Facetten. Jetzt bin ich erstmal baff. Das muss ich erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt und wir auch das im Nachgang noch ein bisschen ausdiskutieren konnten, weil ich denke, jeder hat jemanden oder kennt jemanden, der darunter leidet oder leidet selber darunter und konnte da ein bisschen was mitnehmen. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Thematik, die, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben heute, einfach viel zu wenig behandelt wird. Ne? Ich hoffe, damit hattest du einen guten Abschluss des Tages. Ich muss jetzt langsam mal ins Bett, weil ich es eher verarbeiten werde.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte einen ziemlich genialen Tag. Es ist ein ziemlich geniales Spiel. Es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ich fand das Kampfsystem auch mega klasse. Das Einzige, was mich halt ein bisschen genervt hat, ist, dass Gegner ständig in deinem Gesicht spawnen. Bevor du sie richtig siehst, sie dir halt schon einen Angriff gedrückt haben. Und zum Schluss waren es noch einfach so viele, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber das war ja auch ein Stilmittel. Das war ja auch eine Symbolik. Das war cool. Kann man nicht anders sagen. So, ich gucke mal, was ich mit euch jetzt noch mache. Ich glaube, wir werden mal zu Medroxy rüberspringen. Was ein Spiel für den Mental Health Awareness Mounts. Ist das gerade der Fall, ja? Möglich. Ja, ich sehe gerade, Medroxy spielt Dead Space 2. Das ist jetzt ein Spiel, das ist nicht ganz so gut wie dieses hier. Aber ich denke, da kann ich euch guten Gewissens hinentlassen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, tolle Feiertage oder ein langes Wochenende, je nachdem, was auf euch zukommt. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Es wird die Tage nochmal weitergehen mit The Sinking City, weil ich ansonsten 2 Wochen im Urlaub bin und ich möchte das Spiel gerne vorher noch fertig kriegen. Und ja, ich weiß noch nicht wann. Ich gebe rechtzeitig Bescheid auf den üblichen Kanälen und danke euch fürs Einschalten. Sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss.